I said that my dad is a lion tamer. And all the teachers and stuff were like, wow, he's a lion tamer? And then my dad is like, no. This is like a client we work with. And we're all like, oh. I was like wingmanning my dad, and he blew it. Well, if you listen to the anti-vaxxers, you can do it quite easily. But if you listen to anyone with half a brain, probably not. I was talking to my buddy whose uncle has autism, and he said that having autism is kind of similar to psychedelic/hallucinogen trip with crazy visuals and stuff like that. I mean, even if that was the case, that sounds absolutely terrifying. Would you really want to go around and be like in a psychedelic mood your entire life? Oh my god. I kind of want to try this out for myself. Parents, be aware of this new hip thing the kids are doing. They're taking a hit of autism. Anyone know if there's any way to develop autism later in life? I'm 18M. Whoops. Is that too late? I've tried playing Minecraft and wearing glasses, but nothing seems to work. I have tried nothing, and I am all out of ideas. You probably shouldn't try this in the first place. So the fact that you've only played Minecraft and wore glasses is probably a good thing, you know? Any help appreciated. The frick kind of autism is that? Did I have one all along? Durch den Hadir sieht Sauron alles. Du musst ihm die Augen ausreißen. Situation and cue some bad emotional control. Yeah, to be honest, a psychedelic thing sounds more fun, but it must also be completely awful and like a living nightmare to always deal with it. Getting drunk, for example, can be fun, but imagine like being drunk your entire life. That sounds awful. You're not going to be a functioning person like at all. You're going to be like a koala. They're like constantly high and drunk and stuff because the eucalyptus leaves swell in their tummy. That's beautiful. That's kind of nice. This is how my Amazon package was stolen. Oh, so they don't get caught on camera. I mean, you could achieve the same thing with like a hoodie. You know, to be honest, not to endorse the porch piracy, but this seems very complicated. It must also be a very small person inside of it, because I don't believe it can be like hunched over inside of this. Or maybe it's staged. Maybe it's themselves just so they can make a funny video. That's also very convenient, as you can't see who it actually is. I'm gonna say 50-50 on stage versus very silly porch pirate. Thank you. Just had a message from a random guy asking to meet in the woods to compare pee-pee sizes. Freaking weirdo didn't even show up. That's the downside. When you're being like catfished by a creep, and then you decide like maybe this can be friend, and then that's the I gave you life, love, clothes, studies, education. What else did you expect from me? Ist gerade am Laden. Ich streibe mich im Kreis im Bürostuhl. So, Map. Was hatte ich vor? Was hatte ich gestern vor? Was hatte ich gestern vor? Noch so im mega müden Modus zu machen. Ich glaube, ich würde gestern auf Krampf noch diesen Boss da erobern. Habe ich aber nicht getan. Weil er mitten im Schloss ist. Das ist unmöglich, den zu kriegen. Ich glaube, dann wollte ich zum Außenposten. Ja, irgendwie so. Erstmal den Turm hier erobern. Los geht's. Assassinsprung runter.
Als Jüngling war ich von Holzarbeiten fasziniert. Vorsicht, bitte mal laut. Der hat das ja auch. Bretter in Möbel zu verwandeln. Oder ein Zuhause. Talion, der Handwerker. Das hätte ich gern gesehen. Weiß? Wer ist weiß? Oh, nice. Headshot. Nice. Zweimal aufgeladen. Schüsse Kopf ist stark mit oben. Ich bräuchte 10 oder so. Lin, ihr und Hen! I swear to God, like 2000s, 90s cartoon and stuff had such dark twists to it. This reminds me of that part of, who is it? Is it Harley Quinn? And they're running around with like a cancer gun, and they hit a villain with it, and he's like, oh my God, I need to go home and be with my wife and kids. And it's like, Jesus Christ, somehow that's even darker than just him getting shot. You know, it's wild. And this is the same kind of thing. It's like, oh, I'll keep this secret for the rest of my life. And then this is the sign on the place. Bruh, this would not fly today. Oh my God. Kylie Jenner confirms again, I have never had plastic surgery. And I am a virgin. Yeah, no, I think some things should just be normalized when it comes to transparency, because I think it gives especially young people such a twisted expectation of what is like achievable. This goes for example, bodybuilding and gym progression. Geht weiter, Jungs! Wenn ihr einem Leichhaus das Leben nehmt, dann sollt ihr es richtig machen. Ja!
von Menschenfleisch hängt in der Luft. Zu schnell für einen Pfeil? Zu schnell für dich. Dein Wille geschehe, geschehe. Du bist der Anführer. Herr. Hast du dir noch einen Anhänger geschnappt? Dann hast du bald eine richtige Armee. Aber denk daran, eine Armee braucht Befehle zum Befolgen. Und am beliebtesten ist immer noch der hier, Morden. Sag doch mal dem neuen Gefolgsmann, dass ein Idioten, den du nicht magst, aufschlitzen soll. Dann kannst du dich in der Zwischenzeit einem anderen widmen. Und behalte immer die Schwächen deiner Ziele im Auge. Es ist immer total witzig, wenn einer mit einer Feuerwaffe verprügelt wird, der sich vor Feuer fürchtet. Das ist der reinste Spaß, mein Freund. Ukbuk. Weitläufer! Hast du dich auch gut informiert? Mal sehen, ob es dir was nützen wird. Ein Treffer und alles geht
dem Bach. Mich hält keiner auf. Du bist zu langsam. Seid nicht dumm. Panzer ist erledigt. Du wirst niemand. Okay, Timmy, get on the kitchen table. We're gonna waterboard you so you're not scared of water. You little shite. How to traumatize kids for water before even going in it. Mal sehen, wie schnell und leise du dich ganz allein wiederfindest. Zu spät zum Essen. Ich glaube, die Spuren führen dort entlang. Ich finde die Ursache.
Sterben wirst du noch schneller! Urlisak. Ja, genau so geht das. Tag ist vom Boden verschwärmt. Findet ihn! Hindes! Zerquetsche dich! Over a span of 19 years, they reached a depth of 7.5 miles. This is where the rumors began to spread. The legend states that a microphone was lowered all the way down the hole, capturing this audio. Did you wash your ass today? I thought it was gonna be like a super crappy pseudoscience thing that, oh, we heard the voice of Satan deep down, and it's like, no, absolutely beautiful. Can you imagine if that actually was the sound recording though? Like, oh, we put this through a decryption algorithm to get rid of the white noise and all that kind of stuff, and this is the audio. Did you wash your ass today? Schon wieder Spinnen! Wir werden sie einfach nicht los! Der Hexenkönig will zurück, was er...
Feind. Er wird nur noch mehr Verluste erleiden. Das ist genau das, was wir für den Eintopf brauchen. Was? Das gehört? Nicht bewegen! Das ist das zarte. Du sollst gehorchen. Der Kampf ist zwecklos, Waldläufer. Du erreichst nichts. Die Hädier gehören dem Hexenkönig. Er findet dich und bald beherrscht er dich. Schnell! Sie dürfen die Hädier nicht erlangen. Das werden sie nicht. Mit einem Karagor wären wir schneller vor Ort. Sobald wir die Türme wieder eingenommen haben, suchen wir nach Eltariel. Sie muss erfahren, was geschieht. Möglicherweise beobachtet sie uns bereits. Hast du dich nicht gefragt, warum Eltariel als Galadriels Klinge auserwählt wurde? Ich maße mir nicht an, zu wissen, was in Elbenköpfen vor sich geht. Sicherlich wird diese Galadriel die Beste schicken. Ich stelle nicht in Frage, ob sie die Beste ist, sondern nur, ob sie die Erste ist.
Jeder Schritt, den du dem Hedier entgegentratst, war ein Schritt in den Untergang. Der Turm gehört dem Hexenkönig und du sollst hier verfaulen. Hat geklappt! Diese Auserwählten sind sehr hartnäckig. Es war weise von den Nazgul, sich solch mächtige Diener zu schaffen. So mächtig die Auserwählten auch sein mögen, das Ritual, in dem sie gekürt werden, ist ihr Schwachpunkt. In der Tat. Wenn der letzte Turm uns gehört, sollten wir zusehen, dass wir die Ritualstätte finden. Kommst du nicht vorbei! Der Hedier gehört dem Hexenkönig! Und du ebenso, Waldläufer. Dienen wir dem Hexenkönig. Du wirst zu uns gehören. Mit jedem Turm, den wir erobern, schwindet die Sicht des Hexenkönigs. Wir rauben dem Hexenkönig mehr als nur sein Augenlicht.
Schleicht da jemand umher? Dieser Henker hat mehr zu befürchten als die Verurteilten. Seht, der Waldläufer! Töten! Seht nach oben! Da drüben! Hier ist dein Tag. Gerade noch beschäftigt. Dukes. Really, it's just like weird jealousy. But you're definitely a solid main character syndrome on this one. Isn't that beautiful? My friends has to ask me for approval when they want to go out with people. That is a sign of healthy adulthood. Like, I could understand this if you told your friend that I have... Ich finde die Ursache dieses Geräuschs und bring dir zum Schweigen. Du bist lange gerannt. Wie wär's mit nem Kampf? Du bist mein. Der helle Herrscher ist dein Herr. Ah, es ist mir eine Ehre. Ich verstehe. Na gut, Herr. Dein neuer Rekrut ist ein gewiefter Mistkerl. Gebt einen guten Verräter ab.
Weißt du was? Du solltest ihn zum Leibwächter von dem Häuptling machen, damit er ihn, naja, verraten kann. So ein Häuptling nimmt natürlich nur einen Leibwächter, der sich bewiesen hat. Und am besten geht das in den Kampfgruppen. Wieso man vertrauenswürdig ist, wenn man da gewinnt? Keine Ahnung, aber es ist verdammt lustig. Außerdem vertraut eh nur ein Idiot einem Ork, also passt das schon. Na los, versuch's mal. Men have one hot girlfriend, obviously me, and their ego shoots. You get the attention you want, then you forget the woman that put you there. It's always an ego thing, and you can't ever be content. Dukes. That's all I gotta say. Some men always go running to girls when they break up because they need the attention and the ego boost. I see all your new girl friends / followers so disgusting. My ex's friends, how dare they? And I hope when you marry your basic, but picture-perfect wife that I constantly want your mind to what you want. Kept your ego out of your butt. Before we keep going too far with your... And we got this one, which is really funny because it's like the most oddly specific. Think of me when you're with your absolutely beautiful. We have like transcended dimensions of life. Das hört sich nicht gut. Da ist er. Jealous at your ex about a partner? Man, that's beautiful. Okay, we're getting relatively close to it. Die Menge schreit für dich. Ich lasse dich für sie schreien. Wer steht jetzt auf der Schlachtliste? Hier kommt dein Untergang. Ich vernichte dich. Ja, ja, ja. Ausgesucht. Zerstöre dich! Extra fees. Damn, you make it sound like an Uber Eats order. Ooh, nothing is more attractive than extra fees. Yeah, fam. Yeah. I couldn't even have that on my card. It is definitely dating expectations. You have to pay for my babysitter to take me out. I think most people would just land at a very similar conclusion. That Der Wald wirklich verflucht ist. Ich irgendwo anders hin. Egal wo.
Ich fürchte keinen Grauk, denn die Kraft Saurons durchflutet mich. Trottel! Ich habe was versprochen, Urhakon. Darum bin ich hier. Ich hole dich noch früh genug, Heuchler. Der dunkle Herrscher ist der einzige Herrin. Hast du das gehört?
Rücksicht hast. Eine Patrouille. Und sie weiß nicht, dass sie nicht allein ist. Wir wissen von deinem Spion. Keine Ahnung, wer das ist. Aber wenn wir ihn finden, mal sehen, was wir dann machen. Aber es wird grausam. Entweder werden wir unaufhaltsam sein, oder jeder von diesen Nekromanten wird von dem Balrog-Dämon lebendig. Das sieht aber ein bisschen faulig aus. Das gebe ich dir. Beuge dich!
steep. And there's also going to be... Da drüben hat sich was bewegt. Ich Gib deinen Willen auf! Diene meinem Willen! faulig aus. Das gebe ich den Trotz. Beeindruckende Beute. Nicht für lange. Feigling! Letztes Mal hattest du Glück. Diesmal läuft es anders. Diesmal bringst du mir keine Schande. Diesmal zeige ich dir, was ein Uruk macht, wenn du ihn in die Enge treibst. Ich wollte den eigentlich haben. Ich wollte den eigentlich nicht killen. Egal.
Opfer häuten. Gute Idee, aber fangt an der richtigen Stelle an. Am besten an einer der zarteren. Seid nur einen Moment leise, Jungs. Danach könnt ihr so viel brüllen, wie ihr wollt. Ihn auf und ihn auch und ihn auch und dich noch dazu. Komm mal her! Hab mir... Ich hab die Ratte! Unsere Armee ist bereit. Dann wird es Zeit, die Festung Nurns einzunehmen. Dreckiger Verräter! Ich weiß nicht, was... Das ist aber eine schöne Ausrüstung. Ein Glück, dass du sie gefunden hast. Aber leider ist dein Glück jetzt vorüber. Ich hol sie mir.
gesetzt. Nicht ganz! Ein kleiner Steg für einen Tag wie dich. Das klappt niemals. Da musst du schon schneller sein. Wieder zu langsam. Du bist mein. Ab jetzt dienst du mir. Ja, wir vernichten Sauron. Sauron. Wie du befiehlst. Es gibt keine Trainingsfilme. But my photography teacher knew both. It's like, oh, congratulations. And I just started crying. Congratulate people on me. While treating the people they claim to love like monsters. And people need to understand that once you go through your worst time alone, you really don't care the state. Egal was es war, es ist weg. Du bist immer so Specker. Das sagt der Trainer, was sie gesagt und ich nachmache. Menschenabschaum! Du dachtest, du schleichst dich an meine besten Truppen ran und erschlägst sie aus dem Hinterhalt? Du enttäuschst mich, Tark! Was ist los? Ein klein wenig Menschenübung. Blut, was ist los? Der Dracht gehört mir. Spürst du das? Auftragen!
Das könnte ein Bock sein. Das ist Gift. Ich glaube. Das ist meine letzte Nacht in Mordor. Jetzt werde ich hier. Ihr seid einfach erbärmlich. Doch nie sind mir solch armselige Maßen begegnet. Unglaublich. Höre meinen Willen. Haben wir noch etwas Spaß? Es muss das nächste Lager sein. Schwöre dem hellen Herrscher die Treue. Ich diene dem hellen Herrscher, dem hellen Herrscher. Ja, Herr. Skak.
Ich denke, es wird Zeit, dass wir diesen zweiköpfigen Oberherrn treffen. Er wird nicht lange Oberherr sein. Ihr habt Essen, ihr habt Arbeit, ihr habt euer Leben. Was denn ist besser als den meisten? Die alten Götter verließen uns. Aus der Musik der Welt wurde Missklang. Er sah es als seine Mission, dies zu korrigieren. Ein dunkler Herrscher, der die Fehler eines anderen behebt. Die Zukunft ist voll von ihnen. Jeder entschlossen, die Welt vor sich selbst zu retten, das Chaos zu beseitigen, alles zu beherrschen. Nach Morgoth kam Sauron. Und nach Sauron... Nach Sauron wird Frieden herrschen. Nächste Woche gibt's kleinere Kooperationen. Ich sprach einmal mit ihm über die Schönheit Nurns, die Pracht seiner Hügel und Wälder. Er schien zu schaudern. Sauron sah die Welt als Chaos und Makel, die er berichtigen würde. Seine Ringe waren perfekt. Die Welt war es nicht. Der einzige Makel Norns sind die Orks. Saurons Vorstellung von Vollkommenheit ist abscheulich. Yes, Timmy? Dr. Woman, is it true that my balls grow if I don't pee? Very good question, Timmy, and you're absolutely correct. Not peeing does make your balls. You should not pee if you want to increase the size of your balls. All along, who would have thunk it? Dear God, it's so awful. Bodies, lasses, and dazzles, welcome to the Click. You smell absolutely astounding today. And don't let anyone else tell you otherwise. Are you ready for some sweet old education? It's university and school when you can watch Click meme competitions. So anyway, today is something absolutely beautiful. We're gonna look into how girls work, but with a beautiful twist. Because today we have one of the
that is very key for modern learning. That is right. Bingo! Oh wait, what is this? Oh, did I accidentally leave up this Cerberus duck plushie that we're gonna release in the near future? Oh no, unintentional marketing. What a shame. People look out and totally buy it when it comes out. It's so adorable and it's gonna take over the world. So anyway, that is Gleich wieder da. Ich mache so lange was an. Bingo. The oldie but the goldie. So of course we start off in the corner. A man wrote this, you know, when someone is like, as a female, I have to confess to the fact that my boobs, and it's so obvious it's not a girl who wrote this. Victim blaming, can't have a wholesome bingo without victim blaming. Pointless gender wars, bad anatomy. Ah yes indeed, I can't wait to learn everything there is to know about boob bones or something. Twitter alpha males, naughty facts, down bad, fan service, purity, we can always tell which they can't, checklists, the wall, anything that makes me go like this, which is basically like 60% of the posts. Periods, question mark, because periods are one of the unsolved mysteries of the universe. Is space infinite? What happened before the Big Bang? What is the meaning of life? How do periods actually work? All the complex, unanswered questions about our universe. Anyway, let's get on with it, shall we? We also have bad analogy, which is very hilarious. You know, like, men are like mud and women are like gravel. Because, friend zoning, something, kids and family, clock is ticking, odd trad stuff, I made this up to get mad about, which is a solid like 60% of posts online now anyway, pickup artistry, age stuff, creepin', made up stats, and actually wholesome sparkles, which we probably won't cross out in this godforsaken bingo. Irgendwie geht nicht, also, Entschuldigung, ich komme gleich wieder. Relax, grab some snacks and feel your butt grow. Now sponsored by Click's Butt Snacks. Make your butt grow 10%. No, I'm kidding. That'd be a wild sponsor, wouldn't it? Anyway, let's get on with the video. Sydney Sweeney making a Thanos snapping the woke. Oh my god, darn it. Sydney as a booby fan.
us. Oh my god. I actually did some digging regarding things like Let's go. what I can tell, the city hasn't actually said or done anything. Let's go, let's go, let's go. Oh. Have a pair of vaults, and parts of the internet has lost their mind and started making like Thanos memes. Unsere Armee ist bereit. Dann wird es Zeit, die Festung Nurms einzunehmen. Die einen tun es um des Tötens willen, die anderen der Beute wegen. Was ist mit denen, die so... Most of us are Meine schwarze Sprache ist eingerostet. Eigentlich kenne ich kein einziges Wort, ist eine Scheißsprache. Aber wenn ich raten müsste, sagte er, ihr werdet alle sterben, qualvoll. Gefällt mir. Ich übernehme den Oberherrn. Konzentriert euch auf die Schildträger. Sehr konzentriert euch. Haltet die Stellung!
Dieses Pack hat schickes Zeug. Vielleicht suche ich mir ein Schwert aus. Ich könnte es als Zahnstocher gebrauchen. Das kannst du später machen. Zuerst nehmen wir die Festung ein. Ah, sicher, Herr. Ich werde uns den Weg freinagen. Der weiße Baum. Ein Symbol Gondors. Deine Nation wird bald mehr als Symbole brauchen, um sie anzuspornen. Dieses Festungen erobern ist spitze. Sobald dir eine gehört, brauchst du einen neuen Oberherrn. Ich stehe zur Verfügung. Was habe ich da nur losgetreten? Sein Potenzial ist beinahe unbegrenzt. Claro, ich murks den Oberherrn für dich ab. Der Tod des Oberherrn ist eine Nachricht an den Rest der Region. Diese Nachricht kommt von mir. Claro. Hola, mi amor. I did. Diese Feste gehört nun dem hellen Herrscher! In diesem Ding versteht man ja kein Wort. Ich wusste doch, die Stimme kommt mir bekannt vor. Redback? Es gibt so viel zu erzählen. Womit soll ich nur anfangen? Wie wär's mit deinem Tod? Was? Du meinst die Sache mit dem Hammer? Das hat nur ein bisschen gekitzelt. Wer einen Uruk töten will, muss ihm den Kopf abschlagen. Klappt wirklich jedes Mal. Naja, zumindest meistens. Was weiß ich war mir da nie ganz sicher. Oh, ich bin ziemlich sicher, es klappt immer. Ich werd's dir demonstrieren. Bruce. Willkommen. Der Mensch ist ein Freund. Der Uruk nicht wirklich. Pass auf, dass er nichts anstellt wie, naja, mich töten. Wie bist du hier gelandet? Ich wurde von diesen Sklaventreibern gefangen genommen. Naja, nicht nur Sklaventreiber, 2 Kannibalen, eine Kommand, feine Kerle. Sie fingen diesen Uruk. Oh, ihm ging es echt dreckig. Wir waren Zellengenossen, bis ich uns befreit habe. Der Uruk rennt raus, Arme fliegen durch die Luft. Und seitdem sind wir die besten Freunde. Muranam Kirindu Rachanuk. Oh, stimmt, hätte ich fast vergessen. Ich wollte Ihnen von der Festung erzählen. Danke. Ist eine lange Geschichte. Waldläufer tötet Oberherrn, Festung gehört uns.
Waldläufer? Oh, ja, hab ihn nach dir benannt. Welche Ehre. Na, es war nett, mit euch zu plaudern. Doch der helle Herrscher und ich wollten euch nur sagen, dass die Festung jetzt uns gehört. Heller Herrscher! Tja, du kannst sie haben, heller Herrscher. Ich und Waldläufer sind durch mit dem Oberherrn-Ding. Die reinste Qual. Muss deine Gefolgsmänner immer füttern, muss deine Gefolgsmänner immer trainieren, aufpassen, dass sie dich nicht töten. Na, ist doch nichts als Ärger. Du musst dich nicht länger plagen, denn jetzt bin ich Oberherr. Nein, nein, nicht du. Alle, nur nicht du. Was immer du brauchst, Waldläufer, ich und Waldläufer sind für dich da. Moment, Waldläufer, etwas verwirrend. Aber eins ist sicher, Bruce wird nicht der Oberherr. Superkin. Für die zwei arbeite ich auf keinen Fall, so viel steht fest. Das ist uns nur recht. Wir können gerade auch keine Schwachköpfe gebrauchen. Ignoriere diese brabbelnden Narren. Sie könnten uns nützen, doch wir müssen unseren Oberherrn mit Bedacht auswählen. Ganz deiner Meinung. Aber ich bin ein mächtiger, gewiefter... Was? Freund dieses Urlaugs. Es gibt eine neue Macht in Mordor. Euch! In den kommenden Tagen schlagen wir weitere Schlachten, erobern andere Festungen. Aber ab heute gehört Mordor euch. Mordor gehört dem hellen Herrscher! Jetzt haben wir in Mordor Fuß gefasst. Wir sollten unsere Abwehr stärken, bevor Sauron sich zurückholt, was er verloren hat. Es gilt noch viele Festen zu erobern. Und den Palantir. Minas Morgul. Wir müssen unsere nächsten Schritte mit Bedacht wählen.
Ihr Gott. Sind die Elben wirklich in Schiffen wie diesen gesegelt? Im ersten Zeitalter gehörte dies zu den einfachsten Schiffen unserer Flotte. Mein erster Ausbilder sagte immer, vertraue auf dein Training, nicht auf deine Rüstung. Selbst eine präzise gearbeitete Rüstung kann einem harten Schlag nachgeben, doch ein geschickter Krieger weicht aus, sodass der Schlag ihn gar nicht erst trifft. Nun trifft es Minas Ithil. Manchen Schlägen können wir nicht ausweichen. Deshalb tun wir unser Bestes und stehen verwundet wieder auf. Dies sollte eine Zeremonienrüstung sein, doch sie scheint stabil genug. Ganz recht. Gondor hat zurzeit wenig Anlass zu Feierlichkeiten. Es ist gut, sich in Sicherheit dieser Mauern zu wissen. Wir sind noch in Mordor. Darum sind wir niemals sicher. Eine Sache hätte ich fast vergessen, dir zu sagen. Du hast jetzt meine Festung, aber irgendwann wird die angegriffen. Aber wem sage ich das? Du hast sie ja selbst schon mal angegriffen. Hast du übrigens gut gemacht. Aber die Defensive ist nicht deine einzige Option. Du hast Speer, die feindliche Festungen ausspionieren können, um deine eigenen Angriffe vorzubereiten. Wie sagt man so schön, Angriff ist die beste Verteidigung. Und sorg dich nicht, wenn dir mal die Orks ausgehen. Solltest du neue Rekruten brauchen, rede einfach mit diesem Trottel namens Kopfjäger. Er besorgt dir welche. Oh, Schlag! Ich habe Waldläufer gar nicht gefüttert, bevor ich ging. Der wird übel drauf sein, ich muss sofort zurück. Ich komme, Waldläufer! Die Kampfgruben sind der perfekte Ort, um die Stärke und... Orks zu prüfen. Stimmt. Hoffentlich kriegen wir einen Platz. Die Kampfgruben. Weißt du, hier werden nicht nur Ohrköpfe abgeschlagen, obwohl ich das wirklich gar nicht genug empfehlen kann. Nein, in den Kampfgruben stellst du auch deine Gefolgsleute auf die Probe und beobachtest, was sie mit anderen Typen anstellen. Hier gibt's ständig starke Orks zum Kämpfen und wenn deiner überlebt, macht ihn die Erfahrung noch stärker. Wenn er abkratzt, ja, dann hat der andere einfach mehr drauf, also wäre das ein potenzieller neuer Rekrut. Und egal wie der Kampf ausgeht, deine Jungs werden das Blutbad leben. Nichts verleiht mehr Kampfgeist als ein paar Gefallene.
Seht nur, er ist zu gut für uns! Versuch's mal hier! Tod und Gemetzel! Das wird nicht wehtun! Zieht dem Verräter die Haut ab! Zieht ihm die Haut ab! Seht nach, was da ruft! Aus der Haut dieses Verräters werde ich eine Trommel fertigen! Und? Hat es nicht Spaß gemacht? Grog getrunken, laut gelacht, Blut vergossen und Grog getrunken. Haha, die Kampfprobe ist unvergleichlich. Es gibt Gondoraner, die Mordor geblieben sind. Sie werden in Mordor nicht lange überleben. Achtung! Schneller ist es da. Cool, cool, cool.
Orks zu töten. Warum sollte irgend... Diese Feste birgt viele Magiekundige. Gut, dass du mich begleitest. Ich hätte gerne, was du nicht sagst. Dann frage ich mich, ob ich jetzt auch träume. Das fühlt sich nämlich genauso echt an, weißt du? Wenn es je ein Mensch schafft, die Kunst des Feuerwachens zu meistern, dann ja. Da ist er! Eines Tages. Megras. Diese Elbentugend wurde von den Juwelenschmieden im zweiten Zeitalter sehr geschätzt. Megras. Diese Elbentugend wurde von den Juwelenschmieden im zweiten Zeitalter sehr geschätzt. Meine Schmiede und ich schufen viele Wunder. Und unsere Präzision wurde von den Techniken Saurons noch gesteigert. Jede Zusammenarbeit brachte uns der Perfektion näher.
Gab's denn keinen wärmeren Posten? Der Geruch von Menschenfleisch hängt in der Luft. Es ist ein Menschlein in der Nähe. Ich kann ihn riechen. Es ist ein Menschlein in der Nähe. Ich kann ihn riechen. Adlegoi und Hen Amornion. Jetzt habe ich ihn. Für die Kriegsbemühungen. Das sagen sie immer, wenn jemand anderes die Arbeit macht. Metanoion Damornion.
verstärktes Schwertarm, haben sie gesagt. Und ich habe sie geglaubt. Bereit für Sterben? Ich weiß nicht, ob die Zukunft feststeht oder nicht. Mein Geist kann diese Pfade auf- und abwandern, und sie sind wie Erinnerungen. Doch wie Erinnerungen passt der Geist sie an seine Zwecke an. Waren dies meine Ängste oder meine Hoffnungen? Es bedarf eines kalten Blicks, um die Zukunft klar zu sehen. Bergen die Hädier nicht dieselben Gefahren wie der Palantir? All dies birgt ein Risiko. Doch Kriege werden nicht mit Vorsicht gewonnen. Es gibt Gondoraner, die in Mordor geblieben sind. Sie werden in Mordor nicht lange überleben. Die übrigen Gondoraner müssen aus Mordor fliehen. Und das werden sie. Mit unserer Hilfe. Langsam. Baranor. Du hast überlebt. Wie hast du mich gefunden? Das war leicht. Ich bin einfach nur der Spur aus Orkleichen gefolgt. Und Idril? Entkam sie aus Minas Ithil? Wir wurden überfallen. Ich verlor sie. Viele unserer Brüder wurden gefangen. Einige konnten sich verstecken. Saurons Armeen jagen uns noch immer. Idril weiß sich zu helfen. Doch in Mordor überlebt niemand lange. Es gibt einen Ausweg. Ich muss sie nur finden. Und die anderen Überlebenden. Wir müssen sie alle finden. Einige unserer Soldaten wurden in diesem Lager gesichtet. Obacht! Wir müssen vorsichtig sein.
Für meine Brüder. Was war das? Danke, Baranor. Ich wusste nicht, dass ihr den Fall der Stadt überlebt hattet. Weil ich ihn mit Grog gespült habe. Wenn er das mit einem Dolch macht, das macht er bei mir! Was auf sein Oh, hier treibt dich ein Mörder herum. Es gibt keine Training für dich. Tötet mich. Ich flehe euch an. Tötet mich. Diese Orks werden leiden. Es ist vorbei. Zeit, es ist vorbei. Blut zu vergießen. Geht's dir gut? Ich muss mich ausruhen. Aber nicht zu lang. Wenn du Idril findest, flieht nach Westen. Fangt ein neues Leben an. Das habe ich schon einmal. Ich stamme aus der Nähe von Umbar. Ein Haradrim. Ziemlich weit weg von Minas Ithil. Mein Orden sandte mich nach Gondor als Garantie für den Frieden. Doch die Haradrim hatten noch andere Feinde. Ich sollte zurückkehren, doch als ich 10 Jahre alt war, brach der Kontakt ab. Ich lebte ein gutes Leben in Minas Ithil. Ich war angesehen und glücklich. Und dann fiel die Stadt. Dann fängst du nun nochmal von vorn an. Das werde ich, aber nur gemeinsam mit Idril. Doch erst müssen wir sie finden. Und das werden wir. Die Uruks verwenden Soldaten als Köder. Die haben Glück. Konntest du viele deiner Brüder befreien? Nicht genug. In manchen Wochen verlieren wir so viele, wie wir retten. Ich weiß nicht, warum wir diese Gleichhäute hier behalten. Sie machen mich bloß hungrig. Ich ergebe mich. Wieso Ich ergebe mich. Rest der Ratten, die aus Minas Ithil entkommen sind? Hauptmann Baranor, wir haben getan, was wir konnten, Gewaltläufer. Entweder liegt der Tod im Gebüsch.
Ich dachte, wir wären erledigt. Meine Familie dankt dir, Waldläufer. Es sind noch mehr von uns da draußen, Waldläufer. Wir können nicht aufgeben. Ich weiß, du hast das gehört. Diese Überfall. Das war nicht bloß der Wind. Diesmal nicht. Ich weide dich aus! Mit Schnappschaum! Ich dachte, mein Posten wäre einfach. Aber ehrlich gesagt, war mir auch langweilig. Und Hunger hatte ich auch. Doch jetzt bist du ja hier. Schag. Alle seid den Ratten frei, wenn ihr... Dich weide ich aus! Du bist echt... Seine Klinge schneidet Tür! Zeig mir deine Eingeweide! Du tötest mir ein Ork! Hab vielen Dank. Hauptmann Baranor. Karas, hast du die anderen gesehen? Idril, sie lebt noch. Wir wollten zu den Kampfgruben, wurden aber gefasst. Sie ist entkommen. Wie ich Idril kenne, ist sie dorthin unterwegs. Sie lebt? Sie ist am Leben. Ich kann es kaum glauben. Wir werden sie finden. Sie haben mich aus einem Sohn verspottet, aber sie werden alle sehen. Bei jeder Festung und Leben. Auf mir! Idioten, nicht meine Vorräte geklaut. Hast du je ein Spinnennetz voller Tau gesehen?
Das ist das Schicksalsnetz. Alle Möglichkeiten sind in der Schwebe. Doch wenn die Sonne aufgeht und der Wind weht, fallen einige Tropfen zu Boden und legen ein Stück Geschichte frei. Ein dunkler Herrscher oder ein heller? Mittelerde wird keinen der beiden haben. Ich schüttle den Ast, bis alle gefallen sind. Ihre Visionen zeigten die Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Was meinst du? Wahrheit? Ich glaubte einst an die Wahrheit. Doch sie ist eine verlorene Tugend in den Händen von Kankra und Sauron. Es gab eine Zeit, da kämpfte ich nur. Jetzt nicht mehr. Aus den Schatten heraus! Befördert zu werden, bei der man weder den Anführer noch den Grabwandler töten muss? Ich dachte, man hätte da hochgehen können, aber nein. Bleib stehen!
Wir können nicht alle retten, Talion. Idril ist vielleicht schon tot. Bei meinem Schwur. Wir finden sie. Alles, was ich über diesen Ort weiß, macht mir Sorgen. Idril ist nah. Ich kann es spüren. Was du fühlst, ist Hoffnung. Unser Elend ist ihr Vergnügen. Dann werden wir ihnen den Spaß verderben. Drittes Bestie. Ich töte dich. Ich glaube, jetzt sind sie weg. Umso besser. Du lebst. Noch. Kümmern wir uns zuerst um die Orks.
Ich hatte solche Angst. Ich habe überall nach dir gesucht. Und ich nach dir. Komm. Ich bringe dich nach Hennet an. Dort bist du sicher. Nein. Ich bleibe in Mordor. Bis all unsere Brüder frei sind. Komm jetzt. Wir bereden das später. Mein Vater opferte ganz Minas Ithil, um mich zu schützen. Ich lasse mich nicht mehr beschützen. Nie wieder. Nicht von dir. Nicht von irgendwem. Idril, du wirst hier sterben. Dann ist das mein Schicksal. Ich werde bleiben. Geht. Geht. Die Verstärkung wird bald hier sein. Wir sehen uns wieder. Sie ist eine wahre Kriegerin. Sie fürchtet nichts und niemanden. Ja, das ist das Problem. Niemand befreit all die Gefangenen. Wie der...
Nur mehr Tod zum Leuchtfeuer! Nochmal so! Ich finde es, was auch immer es ist. Hier ist nichts. Hab mir das Geräusch wohl eingebildet. Deine Schildträger schützen nicht mehr als ein Nebel. Das hört sich nicht gut an. Bewegt euch! Findet ihn! Wir müssen den Schuldigen festhalten. Dieser Idiot ist als Leiche wahrscheinlich nützlich. Der Waldläufer! Je größer sie sind, desto tiefer fallen sie und desto wütender bin ich.
Ich werde dich verschlingen, Tag. Dein brutzelndes Fleisch und deine verkohlten Knochen. Und wenn ich es richtig mache, dann zappelst du dabei noch. Ich werde die eigene Weile. Zu hart für dich. Werde wirklich schnell. Jetzt hat er deinen Kopf. Zeit, dass lenk ich dich ab. Blute für mich. Ich spüre sie. Ein herrliches Gefühl, nicht wahr? Was war das? Da könnte sich alles drin verstecken.
Diese Auserwählten werden um jeden Preis den Hädir für ihren Meister beschaffen. Der Hexenkönig darf nichts über unsere Pläne und Streitkräfte erfahren. Ich glaube... Amuk. Ein Karagor! Krass, der Menschkampf. Waldläufer. Ich tat Dinge, die andere Uruks erblassen ließen. Doch als du mich beschämt hast, bist du zu weit gegangen. Unterwerf dich mir! Diene mir! Ich diene als dein Auserwählter. Wenn du das so willst. Ja, erstmal Story weiter. Ich brauche die XP. Eine Rune.
So, ich gucke einmal kurz, dass ich das so gut wie möglich hinkriege. Der Klick hat euch ja beim letzten Mal so gut gefallen, dann mache ich noch ein paar von seinen Videos hier kurz rein und dann bin ich kurz essen. Didn't know if you wanted tamales or malsa. I made out of both. I don't know why she turned Italian there for a second, but it is what it is. So anyway, I would pop this under this little bit. Where did I put it? Where did I put it? I made this up to get... There it is! I made this up to get mad about. Ah yes, that situation where you go home to your two girlfriends and Komm schon, Taskmanager, warum wird das eine nicht weggemacht? Situations Müssen wir das immer noch da? often that you have to make memes about it. I see how it is. Milady 101. How to pick up the waitress. Amount $128. Tip 1,000. Beautiful nips, princess. Call me. My number is here. OBS, The master at a gentleman. Epic Launcher kann man weggehen. This confuses me so much because if you have like imagine like a three-dimensional scale, right? And one part is like harassment, the other one is like sugar daddyism, and the other one is like trying to recruit someone for very specific purposes, that kind of thing, because they literally call themselves the master. I'm not sure if doing this with like receipts in a restaurant is the way to do it though. But I mean, as long as the person getting a tip isn't complaining, I suppose it's fine. A free $1,000, heck yeah. I don't even know what I would put this under, Matt. Would I put this maybe like under down bad? Like if you try to recruit people to like your little dungeon service or whatever with not right for this one. I watch One Piece for the character development. The character development. Episode 5, Episode 155, Episode 380, and Episode 550. Ah yes indeed, look at those personalities developing. Jesus Christ. This is like when animators figure out that fan service sells. Oh wait, I have a bingo square for that. I have a fan service on the bingo. Look at that. Oh, isn't that beautiful? Isn't that... What up, fellow moms on my mom TikTok vlog? Do you know one thing that pisses me off about these weak young females today? They don't understand what a real pregnancy is like. They be like, oh my god, I took a week off after giving birth. Oh my god, you weak ass birch. You don't know what a real pregnancy is like. When I gave birth to 20 uplets, I ran a marathon 10 minutes after giving birth. You know, these weak women don't know what a real pregnancy looks like. Disgusting. Oh, that's good. I had a good hair day, and then I destroyed it. Well, good evening. Laddies, lasses, and lassos, welcome to the Click. You smell absolutely astounding today. And don't let anyone else tell you otherwise. Now, I know what you might be thinking. Click, there's no way that intro is real. It's just a complete fabrication you made up for your unhinged video intro. Oh, you sweet summer child. I have taken it upon myself for science to gather all the posts online about nice girls, girl bossing, quirky girls, and just compile it into this beautiful, horrendous video. And on top of that, I have also made a little bingo card that we are gonna play together. So let's just go through it real quick before we get into the real unhingedness, shall we? So we start off with a little bit of main character syndrome. Can't have a girl boss bingo without main character syndrome. We have some slut shaming, ranting about exes. No means try harder. You know those beautiful moments when you're scrolling TikTok and you find a TikTok with like 500,000 likes that go like, oh my god, I told this boy I didn't want to sleep with him, and he respected it. It's so disgusting. Yeah, you know those ones. It's a beautiful world we live in. Vague posting is always fun. Not like other girls. You could never be me. Mom power, purity, a little bit of casual homophobia. I'll steal your man. Sneaky racism. Anything that makes me go like this, which is like probably a solid 80% of the posts. Anti-feminist. Real goth, which is like a big discourse
for some reason. Nice girl, trademark, rant 101, gold digger, height shaming, justified cheating, what up fellow bros, anti-vax, fake empowerment, gatekeeping, and actually wholesome. Sparkles. Let's see if we actually get that one. It's a little bit of a gamble if we do get the actual wholesome in these videos or not. So just sit back, relax, grab a snack, and let me take you through this beautiful nightmarish journey. Enjoy. Mwah. Also, remember to like and subscribe if you would like to see more bingo videos on this channel. Yes, indeed, I would love to see you around, you beautiful bean. POV. You're a mom, but not a pilot's porch mom. What does that even mean? You do pilates, but don't drive a Porsche. You overspend on green juice, not cocktails. And you would rather take 5 minutes for heatless curls than get a weekly blowout. You prefer your Aura ring over a Cartier ring. Am I just too non-American to understand what half of this means? I'm pretty happy that I am, though, while reading this. You see your acupuncturist more than your dermatologist. You spend more money on organic produce instead of designer bags. If this is your vibe, follow along. I don't even know half of this stuff is better. I don't know what I'm supposed to follow. Okay, for good measure, I'm gonna definitely pop this under some not like other girls. Look at me, I drink green juice and not alcohol, like all those alcoholic birches. Oh, disgusting. If a man leaves you after you've cheated, he clearly wasn't a real man. Real men would work through it and help you become a better woman. Yay! They accept you with all your flaws. Oh, yes, indeed. I know exactly where this is going on the bingo card. This is going straight under actually wholesome. No, it's not. No, it's not. I'm kidding. This goes under... Wait, I don't have justified cheating? I don't have justifying cheating. I'm gonna put it on the emoji. It's pretty accurate for this one. Dear God. Oh wait, we do have justified cheating. Oh my God, I was so sad for a second. I was like, I'm so sure I have this on my bingo card, and then I couldn't find it because I'm dyslexitive. But then I did find it, and my God, my day is saved. Thank you so much for contributing to today's bingo. Oh my God, girl, if your man leaves after you literally break the vows of the relationship, that's not on you, that's on him. It's very convenient how it works. Wait a second, is this woman actually suggesting that unless you have like a cuck fetish or something like that, you're not a real man? I mean, I'm not here to kink shame or anything like that, don't get me wrong, but like, that's a very narrow, weird definition, I'm gonna be honest. Showing my son what a woman thriving in her feminine looks like, so your dusty daughter can't impress him with her insecurities disguised as confidence while wearing her birthday suit at a music festival in some middle of nowhere field. What's with parents doing this kind of thing? It's like, oh my God, I'm gonna show my child what a partner should be like. That has a lot of like wild undertones, fam. I'm gonna be honest. I'm not even sure what I should pop this under. Maybe like some kind of mom power. I'm gonna put this under some kind of mom power. I think that's pretty good. Ghosted on a date like a week ago. She hits me today with one of the worst messages I have ever received from anyone in my life. I got kind of a weird question for you. All right, I'll try to think of a weird answer. So if I hosted a bachelor night and had a bunch of guys over, and you each had 5 minutes to chat with me, and at the end of the night I pick one of you and everyone else gets eliminated, would you be interested? I could make some brownies and snacks, I'll get drinks and weed, and we could play games, and you can meet some other dudes, maybe make some friends, and maybe end up with me. That sounds fun, but I think I will pass. Oh my God, wasn't this post in like a main character video? This is so perfect. Bingo card. Here we go, baby. This ends right up on main character syndrome. That is so beautiful. Oh my God, yes. I'm gonna be honest though, like free drinks and weed doesn't sound like all that bad, to be honest. I might have gone along with this just for the free stuff back when I was like a student, but I definitely wouldn't be there for the right reasons. I would just be there to eat brownies and then I would bounce. If my husband has dotted on me like this, dotted, isn't it doted? Or am I just... Okay, anyway. I would have slapped him. I am not an invalid. Second day, we left the hospital. I went home, I took the baby and slept in a chair while I cooked lunch and cleaned the house after my first. Went out to eat after a second one, then a movie. Oh, this is one of those posts like, if you take a break after giving birth, you're not a hashtag real woman or whatever. Is this like the female equivalent of alpha male Twitter? I feel like it is. Instead of having like those alpha male boot camps, you just have women being like, oh my God, unless you're like running marathons 6 minutes after giving birth, you're not a real alpha woman. Girl,
girl, you are slacking. 2 hours after I gave birth to triplets, I went home and framed out an addition to our home. Then I installed a new water heater by myself and changed the oil of my husband's truck. Couldn't find the right jack for it, so I just lifted it with my left hand and did the rest with my right foot. I do love myself. A bit of like sassy satire responses. That is beautiful. Oh my god. I'm gonna pop this one like right under gatekeeping. That is beautiful. Like, it's not a real pregnancy unless it's as painful as possible. How beautiful. For the next bingo card, I really need to make a square that's like alpha females or something like that, because this really has the same vibe. It's so funny. Why is this cute boy dating an uglier girl? Anonymous, 25 to 29. I have been friends with my crush for a long time. I've known him since my first semester at college. He takes engineering, so I don't see him all the time. I am hot as hell and have lots of guys chasing after me. You know, I'm also very humble. I have had naughties too many times last year, and it got boring. The only guy I can't get is my crush. He always dates ugly girls. Like, there's this one ugly Asian chick which he met in linear algebra. Yes, I stalked. That he is dating? How dare someone pick someone up in linear algebra? That is like so basic and predictable. It's just like this. Oh my god, what about unlinear algebra? Okay, anyway, I don't understand why. He is awesome and very handsome and deserves a hot girl, but only dates ugly ones. Okay, I'm like 50-50 on this one, right? I'm very 50-50. This is either like a dude that's writing this as like a weird fanfic of a girlfriend, like that's fantasizing about him, or it's like some femcel stuff. This is, oh my god, and I don't know which one is worse. Why would he even date an Asian girl? Yeah, you do have a decent chunk of racism in this one, don't you? It's what's the Powerpuff thing? It's like spices and all that is nice, and don't forget the racism. When we white girls are so much hotter, why doesn't he realize that he deserves better, like white people? I flirt with him and touch him, but he rejects all my advances. I don't know why ugly girls even think they have a chance with him. It's disgusting, to be honest. Ah, you know what they say, beauty's skin deep, but ugly goes to the bone. And not to the boner in this case. But anyway, with innuendos aside, let's pop this right under some sneaky racism, and I'm also gonna pop this under Rant 101. Because this is just really weird, fam. Why would someone write about their friend like this and also insult all the people around them? Like I said, I'm a bit 50-50 if this post is real or not. Like, it's either a dude writing a fanfic where he himself is like the person that people are drooling over, or it's written by a proper femcel who's just like ragingly racist. And I don't know which one is worse. POV, you're a skirt girl in a generation full of legging girls. Never be afraid to go against the fashion trends. Yes, brave statements only on this channel. Can I pop this? Do we have anything with skirt? We do have not like other girls. I feel like this poor little square is gonna be done to death. It's gonna be so done to death. Oh my god. Wait a second. The last one was definitely a nice girl. Oh my god, the last one was such a nice girl. I completely forgot I had it on the bingo card. Okay, so I stamped it in a bit late, but I think that's okay. It's my bingo card, my rules. Okay. I see you there, sighing in the back. Don't be disappointed in me. I'm very sensitive. Why don't you have a boyfriend? I am not Latina. I'm not Asian. I'm not mean as a thing. I don't smoke. I don't drink alcohol. I don't have a mommy voice. What does that mean? I'm not shorter than a frickin' mouse. Oh, okay, I see. So you're like average height. You don't talk like a mom. And then racism. What's with these TikToks, man? This is 100,000 likes. 100,000 single people saw this and be like, yeah, I relate to this. The only reason I am single is because I'm not Asian or something. What? Is this real and not satire? I refuse to believe this is real. Yeah, so anyway, I should have some like losing hope in humanity parentheses TikTok on this card, but we'll put it under some sneaky racism. It's not even sneaky. Dear God, fam. It's also like a little bit of height shaming. I'm gonna be honest, it kind of falls under it. I'm gonna put it in a little bit of height shaming. It's like throwing some height shade. We don't appreciate that here. We're gonna move on to the next post before I have an aneurysm. Why do authors think poo like this is cute or funny? Like, girl, F off. Plus, I like feeding people, she says. Maybe it's not feminist or whatever, but I like taking care of people. Wait, what?
You have to be heartless to be feminist? It's almost impossible not to tease Theo. You know what I mean, she shrugs. I know I'm supposed to be ambitious and take over the world, but really I just want a restaurant small enough that I can peek out and see people's faces when they try the food. So feminism is when you don't want to run your small old business, but you should be Dr. Evil. Where is this text from? Anyway, I do have something on the card for this. I have this little thing. It's just... Man, that's beautiful. That is absolutely gorgeous, isn't it? Nah, baby, you're still fine. It's just that I was told your body count went from 7 to 40 something a couple of months. It's gonna caught me off guard, that's all. Look at this. Okay, well, this gave me shivers in places I did not know I even had nerve endings in. But anyway, we're gonna put this right under some slutty shaming. Isn't that absolutely beautiful? It's also like vague posting. It's vague posting. This is like making up a scenario like you do in the shower when you argue with yourself, but you post it on TikTok. And it's also vague posting. This reminds me so much of those posts back in like 2008 I saw all over Facebook when I was like young. That was a thing. I was young at one point. But anyway, I saw all those posts when people are like, oh my god, I hate it when people talk behind my back. You know who you are. As if they're not talking behind people's back, but like publicly on Facebook. Those were wild times, and it feels like it's only evolved since then, and now it's like this whole toxicity trend on TikTok. Nah, baby, you're fine, but you're a bit of a salute bag. You know who you are. God damn it. Everyone needs to touch grass. I'm gonna do a charity merch that is just buying a bag of grass. People desperately need it. R/nice girls. POV. You broke up with her 8 months ago after only dating for 3 months. She is blocked on everything for what feels like obvious reasons. Now, you receive an email at your professional inbox. Hi, Jamie. I hope you're doing great. Don't worry, I moved on from you a while back. Haha, just saying, but I'm still emailing you this wall of text. I just wanted to be open. I just wanted to let you know that after all this time, you did the best thing for me last year. And honestly, I was gonna break up with you. You see, you didn't dump me. I was gonna dump you. You see, you can't fire me. I quit. But didn't really have it in mind the best of time to do it. I just felt after listening to my friends and parents that you were the weird boyfriend that I had. So last year, I'm just super hot and deserve someone that actually knows what they want in life and not someone that is confused or immature, and also a real man with balls. I also love that this person is just like hyping themselves up in an email to, it's not even like an ex. You dated for like 3 months. It's like someone you used to date briefly and haven't met for almost a year. Then you like have to write them an email to their work email. It just be like, by the way, I'm so hot and you were always the weird one. Just so you know, I would have dumped you anyway, but I've also let you go and don't care about what you think, but I'm writing you this email. Okay, anyway. I also realized you were the problem, not me. Isn't it supposed to be the cheesy reverse? Hey, I think we should break up, but it's about me. It's not about you. Okay, you know, it's cheesy, but isn't it the reverse? But thank you for teaching me that lesson, Winky Smiley. I guess I wanted to be honest with you later on now. Honest, just like writing someone you haven't seen in a year and be like, by the way, you sucked, and I'm like hot. I just wanted to be transparent about that. Man, this is unhinged. I finally have my whole life together all on my own. So I want to say I'm sorry for your loss of me, Felicia, because I'm beautiful and smart and did not have to put up with your bullshit when you broke up with me. I should have stood my ground with you, but I'm a grown woman. But honestly, I would be here right now, so happy where I'm at in life without my amazing parents and friends. Have a great life. Wish you all the best, Jamie. Hope you find the right shoe that fits you, Felicia. Bye, Felicia. Don't let the door hit you on the way out, honey. XOXO. I'm gonna be honest, fam. One thing I have observed in my years on this earth is that people that write weirdly long ranty emails to you a year after you have moved on from each other have in fact not moved on. Who would have thunk it? Okay, I think I have something for this. This is definitely ex rants, but it's not even ranting about your ex. It's just ranting at your ex, which is barely an ex to begin with. But that's pretty funny. Congratulations, you're on a bingo card. Alright, I know a lot of people on this channel are very interested in science, right? So the next post is very scientific. We're gonna learn how to tell a fake goth GF apart from a real goth GF. Let's get into it, shall we? Fake goth GF shops at Dolls Kill or Killstar or Hot Topic. Oh, I know a Hot Topic I can go shopping at. LibFem or Pick Me. Main social media is Instagram. Hates elitists and gatekeepers. Goth is whatever you want it to be. Listen to Witch House. But here's a... So that was a fake goth. Here's the real goth. Is the fake goth is that just like an AI filter? I feel like that face is just an AI filter. It's a little bit deep fried, so it's
hard to tell for sure, but I mean, in that sense, they would be correct that it's like a fake goth GF. So, technically correct. Anyway, here's the real goth GF. Listens to goth music. Are we gonna specify what that means? No? Okay. I don't know what is that font? Cheap clothes or band merch. Turf. Rad femping. If you want to be a real goth, you have to be a turf. Usually, in my, like, experience when I've read up on stuff for people I know, usually, like, how should I put this? Anti-culture is usually, like, inclusive of stuff, you know, that is deemed alternative, but alrighty then. Barely active on SM. I guess SM means social media. Mainly Discord or Reddit. Hates posters and Insta-goths, you see? I am on Discord, ranting about how much I listen to goth music and turfing. That's what makes me a real goth. Well, good thing I have this on the bingo card. I was afraid we would miss this one. Boom. Real goth, baby. Can't have a girl boss bingo without some real goth discourse. I'm so happy. I have a bone to pick with a female community. The female community. Okay. Y'all got to stop being freaking C-words to guys who come up and ask for your number, okay? This applies to catcalling as well. Like, I love when I get catcalled. Hey, what up, girl? you with that gut? Oh, I would love to smell that. I'm gonna be honest, if I made like a call center service or a company, I would definitely name it catcalling, and everyone in the call center would have to wear cat ears at all times. I think that's a very funny pun, and that is one of my dream businesses to run in the future. I'm not entirely sure what fits into this one. I think it fits into not like other girls. It's like, oh my god, I'm not like other girls. Other girls are not bothered by this, but it's actually really sweet. I love it when guys ask questions about my gut in the street. They are real rizzlers. Son, let's go on a date. No way, Jose. Why? We've been dating since you were 1. Because people think you're my girlfriend now, barfing emoji. Sucks for you, bro. We're dating anyways. Haha. I fought for these dates. Okay. I can relate to the fact that sometimes it feels good that people assume that you're younger than you are. Like when people ask for my ID when I go to the liquor store, I'm like, haha, I could totally look like I'm 20. Yeah. That sort of feels good, right? It sort of feels good. This ain't it, though. I probably wouldn't go about it this way. I would probably look for other places to get those sort of compliments. This pretty wild. I don't even know what I would put this on. I'm just gonna put this under emoji. Safe bet. Good emoji. Thank you. Next. You have a beautiful dog. What kind is it? He's a German Shepherd. He looks like a sweet dog. I just saw that you're in Blorp, and truthfully, that's too much of a distance for me to cover. I don't want to lead you on, and I hope you can find what you're looking for. Lemao, no worries. Wasn't interested in an out-of-state frickin' bum. I wasn't trying to be rude. I just had more respect for you than to lead you on or ghost you. I hope life and time are nicer to you as to go on. As a wise person once said, life is too short to be a peepee. Just be a good person. It's more attractive. Your profile? That's their bio? And they treat people like this? So no way. No way. Online dating truly is a treat, isn't it? Oh my god. I want a homestead lifestyle. Me being on a farm wearing dresses, baking, caring for my babies, and getting to milk cows and feed chicks. It's easier than girl boss birches who want a city life with rent and gender study degrees no one cares about, lol. You think houses are for free just because you have cows around you? Okay, anyway, this is definitely some not like other girls. And don't get me wrong, it's perfectly fine to go for the lifestyle you want to. If you don't enjoy urban life, for example, and want more nature and space around you, that's perfectly fine. I don't think anyone is stopping you, but it's really weird to like crap on people who just don't want to do the same thing you do. I've never really understood that. If you genuinely enjoyed something and you're just happy with it, you should be able to just enjoy it without having like a weird superiority complex about it, you know? I hate the men that have rejected me. I need reassurance. I am sick and tired of putting myself out there just to get rejected. I lower my standards for men I don't even really like, and they end up ghosting or rejecting me. Oh, gee, yeah. Imagine going on a date with someone who's like, I lower my standards for you. I don't really like you, but I can't get anyone else. I guess you'll do. And then they're surprised when the person isn't ecstatic to be like, I lower my standards for you, yes.
I wonder why. Where the frick do they get the audacity? You are so below me. I'm dating you as a favor, but also because I'm desperate. But it's also a favor, so you should be grateful. How dare you ghost me? My lowered standard dates. I hate them. Oh my god. This is so bad. Women love me. Why don't men? Where there's an easy solution to that one, I suppose. Anyway, I guess I'll never understand the male brain. They're like aliens to me. Is it normal to get rejected 99% of the time as a woman? I've heard it's normal as a man. Whatever. I'm tired of having to change myself so I'll be lovable and attractive to men. I'm tired of never feeling like I'm enough. I'm tired of settling for people I don't even really want just because I'm desperate for a relationship. I have a lot of resentment, and I don't know what to do with it. Okay. One takeaway here that is more of a general thing. This goes for everyone, really, especially in like the dating world. If you go into something being really bitter about something, you're almost feeling vengeful or mistreated, or you're lowering standards or whatever, that seeps off you. Like, people can sense that. It's a really bad vibe, and this goes in all directions. If you're struggling this much with just like your mindset about it, I don't think you're ready for a relationship. People sense this kind of stuff. It's very similar to the vibe when someone is very angrily ranting about their ex on a first date. It's a very similar vibe, and most people don't want that kind of trouble. It's like, it's a first date. It's supposed to be easy. You're supposed to be on your best behavior. If this is how good as it gets when you put in effort to be good for a first date, it's just gonna get worse, man. Oh my god. I don't even think that there is something. I'm just gonna put this on the concerned emoji. I don't think there's anything like a particular for this one. I'm gonna put a second one on the emoji just for good measure. Thank you. Me taking the biggest step back when he says feminism has been good for women. Oh, it's another one of these ones. My god, half of TikTok is just a nice little grift nowadays, isn't it? My god. Okay, I think a bit of nuance about this kind of stuff is good, because I can already see the YouTube comments piling up about this kind of stuff, right? There's plenty of toxic people in the world that claim to be like activists for certain things, but they just use it as a label to mask their behavior. I have personally met a decent chunk of people that are exactly like this. They are incredibly unlikable or straight up malicious, but they mask it behind like an activism role, which gives the whole thing like a bad name, because they're often the ones being pointed out when someone is critical to the thing in general. But if you want to talk about like the progressive stuff in the last 100 years or so, like, people used to not be able to own bank accounts. Like, I think some of the stuff that has become with like the progression is pretty decent stuff for just living a normal life, you know? And it also prevents stuff like really, really bad relationships, or being hyper dependent on someone and not being able to leave a bad marriage, for example. So I think you're happier about the progressiveness than you believe you are. A couple of toxic people on TikTok that use like a progressive label to mask their behavior isn't what people usually talk about when they talk about this kind of stuff, you know? Need I remind you, I have the power to make your man dump you, and I don't even know him. It's not because of my looks either, baby. It's because I make him realize he deserves better. Step it up or step down. The kind of demographic that these sort of TikToks must attract is so incredibly wild. It's like young men rage watching this and be like, yeah, I can't believe my girlfriend wouldn't let me do this. Like, oh my god, this random TikTok girl, like, rage posting this stuff is, yeah. Anyway, I'm gonna pop this right under Steal You, man. That is absolutely beautiful. Thank you. Oh wow, C-section mom said it easy. I had to push a 6-pound baby out of my vajayjay to open up this big. You just had the bottom of your stomach cut open and the baby taken out. Must be nice to take the easy way out of labor. At least I'm a real mom. #admin. What does that mean? Anyway, here's like a pasta measurement that they put on a baby's head and be like, wow, I'm a real mom. If you had a C-section, you're not a real mom. Because what makes you a real mom is the suffering. More suffering in the world. I swear to God, this is the exact same reasoning as like the alpha male stuff. But it's like about birth. I'm a gatekeeper what birth is, because I am an authority on defining birth, because I post weird things on TikTok or whatever. I am broke and I need money for a mani/pedi. They said it's $80 for a new money set. My boyfriend is lazy and cheap and won't pay for it. Wait a second. You're seeking out people to like sugar daddy you, but it's not even your partner. Okay, I'm gonna pop this under here for good measure. This is like some weird kind of stuff. Is this like cheating? Is this cheating? This is so weird.
You are broke, and of all things, you would spend your money on a mani and pedi. That is why you are broke. I need $6,000 for a large CNC. Hook me up, girl. I seriously hope you overdose on heroin, you dumb prick. Monday, 1:35 p.m. Hi, let's F sometimes, link emoji if you're down. I guess the previous boyfriend is no longer in the picture. So you're the new sugar provider. Yes, indeed. Happy relationship, my boy. Woo! Man, that's wild, though. That's wild. Just recruiting sugar daddies over text like on the daily. That's a grind. Holistic health things I do that people think are weird. Sparkles. Eat 1 pound of beef every day. That's like weird. That's just like if you have a burger or something. Anyway, don't go to a doctor or get any vaccines. Okay, that's a little bit quirky. Not scared to drink raw milk. Okay. Don't wear sunscreen. Why is all this stuff always so like, ooh, like, I am so quirky and weird. I eat meat sometimes. Ooh, and also I never wear sunscreen. Why is it always such a roller coaster with these posts? Anyway, let's see. Now, I'm gonna pop this under some good old anti-vax. That's always beautiful. Hell yeah, thank you, congratulations. Wait, we have a bingo! Oh my god, we have 2 bingos. I missed it. I was so distracted by reading the unhingedness. We have I Will Steal Your Man, Sneaky Racism, Emoji, Anti-Feminist, and Real Goth. And then we also have Nice Girl Trademark, Rant 101, Gold Digger, Height Shame, and Justified Cheating. I was just about to say we're so close to many bingos, but we already have 2. Man, this bingo card is turning out well. I'm having a great day. I'm having a great day today. Is there any place for normal girls in society anymore? Like girls who aren't alt or different. Normal girls who wear simple clothes like cardigans and jeans. I feel like we're a dying breed. Today's struggle. Jeans wearers are dying out. Duh, how will I ever man it? Duh, I'm not like the other girls. Oh, I wear pants. My guy friend texted me and said, I have found my soulmate. So I texted him back and told him, bruh, she has dropped more boxers than Mike Tyson. Let's just say I have no more guy friends. Because I just randomly slowly shame the people they decide to date. Slowly shame. Nothing says wingmanning or wingwomaning quite like trying to get in between your friends' relationships. What's the opposite of wingmanning? Crash manning? Females like this, that want to drive 4-wheelers and are not afraid to get muddy, are the best. Look at this. Whoa! It just looks like a good time, though. I feel like so many of posts like this could have been just like a nice, wholesome post if the caption was just something like, hey, outriding quads with my squad in the woods, hashtag fun times, you know, that could have been so good. But instead it's always like, yeah, not like those other girls that like pink or whatever, disgusting. It's, why? Why can't people just have fun? Doesn't drink, doesn't smoke, educated, independent, respectful, good cook, pretty, one-man woman, yes, we do exist. I'm gonna be honest, like, most women I know are like this. I'm gonna be honest, fam, what? Okay, I'm gonna, discourse on this, is this the not like other girls? I think that's the not like, yeah, that's good, it's good, thank you. POV, the moment your 9-year-old calls out, Mom! While at lacrosse practice because you're the only parent getting a workout in rather than sitting on the bleachers. Oh my god, this is like not like other girls' moms. Look at all those other parents being fat and lazy, but me, I have mom power and I'm also not like the other moms. What? You could just be happy about your workout routine. Duh. I went back to work days after giving birth. Women who take maternity leave are lazy. Oh my god, it's another one. You see what I meant when I told you the intro wasn't unhinged at all? Actually, this is like actually a real trend that's going on. It's like alpha male logic, but for giving birth. You have to be on the grind set 5 minutes after giving birth. Otherwise, you ain't a real woman. Okay, where did I put it? Gatekeeping, maybe? Sort of gatekeeping. Don't I have like a freaking birth superiority? That's really oddly specific. I'm gonna put this under some gatekeeping. Absolutely beautiful. Thank you. Is it also like some fake empowered? No, I'm gonna keep that for another one. I'm gonna see if we get another one for that one. I don't want to be too greedy with the bingos. I may not be the prettiest or the richest, but at least I'm not a liberal. Swear to God. As like a non-American watching this kind of stuff pop up with like 300,000 likes. It's like, bruh. Sometimes I can't tell if this stuff is real or not. It's hilarious. My friend's mom just said, some girls are broccoli for boys. They're good for them, but the boy doesn't want her. He wants some slutty pizza. Never heard of a real or funny statement ever. A slutty pizza?
I'm getting a lot of mental pictures about that one. Oh my god. Hey boy, you wanna slice me up real good? Put me in your mouth. There's a lot of ham here. Oh god. Hey girl, are you a pizza? Cause I wanna put pineapples on you. Nail that one. We might have pulled the same man, but we will never be in the same league. Respectfully, you could never be me, and disrespectfully, I would never want to be you. You see, you could never be like me, which is actually something on the bingo card. Isn't that absolutely beautiful? You could never be me even if you tried because you're a little poo-poo. So we have another bingo. Woo! We have slut shaming, you could never be me, sneaky racism, rant 101, and anti-vax. Oh wow, how wholesome. I love it. Oh my god, no, we need actually wholesome. I thought we had a double bingo. We did not. I am really sad now. Wow. We might have pulled the same man, but we will never be in the same league. Respectfully, you never be me. And I'll never want to be you. Oh, sweet bingo. Wait, where did I put it? It's here. You could never be me. I think that was about 20 posts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Roughly that. Thank you so much for contributing to the bingo. Next post, please. Normal girls say pink, I say black. Normal girls want light purses, I want heavy backpacks. Normal girls like real boys, I like fictional boys. What? Normal girls don't watch TV. I always watch TV. Holy shit, when watching TV is like your personality trait that makes you stand out. Dear God. Normal girls want to date the most attractive. I want to date no one. Is this just a little bit of like an ace egg that's about to crack? Normal girls wear skirts to be noticed. I stick a dozen pencils and pens in my hair to be noticed. Normal girls are cheerleaders. I am a knight. What does that mean? Normal girls are a damsel in distress. I'm the one who saves the day. Normal girls say I'm weird. I say I'm the leader of the weirdos. Normal girls want to marry princes. I want to marry someone who doesn't exist. Is this just someone who has a crush on like an anime character? Is that what this is? Anyway, speaking, this is definitely some. I think this is one is not like other girls. I think so. That's probably the one. This is my friend's ex-girlfriend. He did everything for her, and she shares this. No one works harder than a girl who realizes no one is going to save her, and she has to be the one who's going to build her own dream life. Okay, well, you know, out of context, it's like, it's a perfectly reasonable quote. You know, usually you have to build the life you want, sort of thing, but it's also like, in the context, it's like, okay, boop. All right, we have another bingo. We have X-Rants, Mom Power, Concerned Emoji, Gold Digger, and Fake Empowered. Woo! Thank you so much for showing up to bingo. Her, it's a sport. Look at that. Me, trying not to laugh at her while she dances in the little skates and the super tiny dress while she says that. Yes, indeed, everyone laugh at the Alami stock photo woman. You know you've gone down the deep end of the quirky girl rabbit hole when you're starting to shit on people in stock photos. Come on. Yeah, this is definitely something like not like other girls. There we go. Good stamp for good measure. Hell yes. Dear salutes on Facebook. Please wear more clothing. I'm tired of gagging every time I open Facebook. Sincerely, a girl who doesn't have to flash people to get attention. Oh my god, she's the superior woman. But also, this is kind of funny. It's slut shaming, definitely. But it's also kind of main character. It's like social media is all about me. And everyone caters to me. That is absolutely beautiful. Love it. It's also kind of some weird purity, isn't it? I'm gonna pop this on the purity for good measure. Thank you. Oh no, we need What Up Philip Bros. I thought we had a bingo there. Oh my god, we're so close to multiple bingos. Man, I am excited. Are we all just gonna ignore the fact that there are girls half naked all over TikTok showing off bathing suits? Bruh, my man is on here. Go away. Is this real? I can't tell if these are like satire or not. But this definitely falls out of like some main character stuff. Everyone else has to post on TikTok specifically because my man is on here. Can you imagine getting jealous about that? That is absolutely wild. Anyway, then we also have like sort of purity stuff. It's sort of like, you know, people posting thirst traps on the internet is gonna be a thing. You know, it has been around for a while. You might want to stop treating your man like trash, or else he's gonna end up at my house with a country fried steak, taters, and a case of cold beer waiting when he gets home. It's another one. It's another one. It's just, I'll steal your man. Completely unprompted. What even prompted this? It's absolutely wild. Are people just sitting and like watching other people's relationship and be like, that dude over there, I would treat him better. He would run to my bed instantly if he knew how good I fried my tater tops. Yes, indeed. Is that a thing?
Tater to I don't even know, man. But he probably would though. I am irresistible. You better stop treating your man like it's the same text again, or else he's gonna end up at my house with dinner ready and a case of cold beer when he gets. What is with these TikTok trends of just like the most toxic bogus, and then people are just confidently reposting it over and over and over again. It's wild. It has so many. It has 200,000 likes. 200,000 people were like, yeah, this is a message I can get behind. Here's a girl who's dressing white out slowly, but she finds a book and then she turns into another girl. Sorry, I'm late. I couldn't decide which book to take. Ah, we wondered where you were. You never miss our book club. Don't worry, we waited for you. That is a wholesome twist. Heck yeah. Do we have actually wholesome? We actually do have actually wholesome. Oh my god, we have an actually wholesome. Boom, baby. Actually wholesome. We have main character, whatever this used to be, emoji, height shaming, and actually wholesome. My god, isn't that absolutely beautiful? I'm so glad we got an actually wholesome. That brings me a little bit of hope for humanity. Hell yes. Oh, when the moms at my kids' school stare because I show up in my chucks, chains, and ripped jeans instead of a Caprice Birks and a Stanley in my hand. This is like too American suburb for me. I'm like, I know what a Stanley cup is. I've seen some of the memes, but what is a Caprice? And what is a Burke? And this is so weird because I feel like the people posting this are probably roughly the same age as me, you know, because their parents are young kids, right? They're probably 30-ish. So it's not even me just not understanding like young people slang. It's just so specific. Freaking America suburb lingo. I swear to God. Is that a thing on the bingo? Do I have like America suburb mom lingo? No, I do. Okay, well, rip. This is definitely not. I think this one is the not like other girls. It's sort of like that one though. I'll put a stamp there for good measure. Anyone else get offended when ugly guys hit on you? Like, is this a sick joke or do I not know what I look like? Ooh, yes, indeed, a little bit of look shaming people casually, but also being like, I'm so gorgeous, can't everyone see that? Duh. That's a good thing to post online, my god. But although pretty privilege is definitely a thing. There is that old comic of like a dude going up to a woman and be like, hi there, how are you doing? She's like, oh my god, you're so sweet. And then a guy comes up that is like less conventionally attractive, and she's like, oh my god, HR, please. So it's a little bit of a character, of course. It's like a cartoon comic, but pretty privilege is definitely real. In many instances in life, that is not really up for debate. But like shaming people randomly while also like hyping yourself up, weird vibes, man. Weird vibes. Oh no, the comments. I wonder like what gives them the confidence. Most ugly guys are delusional and think they can pull any girl they want. Trust me. Ma'am, your head is shaped like a potato. I wonder what gives you confidence with that big butt nose of yours. TikTok comments, man. TikTok comments are one of the most toxic places that humanity has ever created. Look at you go. A hoe face? Never. I'm someone's daughter, someone's future wife, and someone's future mom. And then there's like the Lego movie guy of like, oh, wow. There's like some, I don't know, man, some purist stuff, man. Jesus Christ, dude. Oh, what's that? No one asked? Well, I'm gonna give my opinion anyway. When it comes to relationship and dating and that sort of thing, my experience has always been that you don't always know what you're looking for right away. You don't really know, at least that was the case for me. I didn't know exactly what kind of relationships I functioned in and what worked, and like when your feelings are aligning with how healthy things are, for example. There are many aspects that you figure out as you get older and try different things and that sort of thing. But having this like weird black and white argument that is like you either have to be like super pure or you have to be like a salody bag, it's so weird, man. It's so weird, man. Be young, have fun, be safe, be responsible, live your life, and then find someone you love or whatever, or don't, depending on like your preference. Like, Jesus, people care way too much about other people. If someone is not within your preference, why do you care? Go meet someone else. Like, bruh. I am Elizabeth. I only wear leggings if my booty is covered. I refuse to own a Kindle. My hobby is my best friend, and my favorite smell is puppy breath. Okay. Why though? My sweet hubby hasn't cooked a single meal, cleaned a single room, washed a single dish, changed a single diaper, offered me support for my emotional needs. You know, we us real alpha women, we don't have emotions. Or even played with our children. And yet he is everything I could ever want and more. Don't judge your relationship because it's different than yours XX. I could only hope your mamas could find such a wonderful hubby. Okay, half a gold star for like don't judge relationships that just don't happen to be what you're looking for, but I would say like emotional support both ways in a relationship is probably quite important. I'm gonna be honest. I just think that's a bit wild. Do I have something on the bingo card for I don't know, my relationship is better than yours? Not really. I'm just gonna put this under not like others.
Can't even see the step anymore. Yes. When men hold doors open for me, I make sure to thank them a bunch so they don't lose hope in rude girls and will continue being sweet to the ones that deserve it. I'm gonna be honest, I should have something on the bingo card for like just made up stuff that doesn't actually happen. I'm gonna be honest, I have never a single time in my life met someone who's actually upset. I hold the door for them. You know, most people are just like, it's like such a non-big deal. And people hold the door open for me too. It's just like a decent thing to do if someone is like running up behind you, you know? I've never met anyone who's actually upset by it. This feels like such a made-up thing. Yes, I'm a 10 out of 10, but my body count's still 0. Being pretty doesn't mean you have to get around girls. And that face I don't think is particularly natural. I'm gonna say that's like 10,000 filters on it. That is absolutely wild. But is this screen save? Is this satire? This can't be serious with that sort of filter. Holy sh... There are 17-year-olds with higher body counts than their age. Why are you... I'm assuming you're older than that yourself. Why are you talking about 17-year-olds body count? That's alright, fam. That, okay, it's wild. I'm gonna put this one straight under like some fluty shaming and also like superior or something like that. Do I have that? I don't freaking know. Something like that. I'm gonna put it on this one. Goody. Oh, look at all these blonde girls. There's me with error. Lol, I love this because it defines my whole school perfectly. Every girl is pretty much the same person. I'm pretty much the only girl that's different. Oh my god, everyone is an NPC except me because I'm so incredibly quirky. I am the Dragonborn. Do I have something like this? NPC? I don't. That is so sad. NPC girls unite. So, men 5'7" and under, do you guys just end up dating men? Because you know women don't like short men. Oh my god, that, hi, Jesus Christ, fam, Jesus Christ. I think this sort of falls into the same category as to like a pretty privilege argument. Is there a positive bias towards, for example, height? Just as much as there's a positive bias towards like face symmetry or certain body types. Well, yeah, humans are quite biased, and something that is conventionally something or attractive or whatever will probably see better treatment. But is it as prominent as we see online? Not really. That is the problem with a lot of these things online that I see as trends or arguments, that they often take things that are a correlating factor, but they make it like completely black and white. It's like, is there a slight correlation between like height and attention or like traditional beauty standards? Yeah, there definitely is. Will this mean that you're absolutely cooked as a dude if you're not above 6'2"? No, definitely not. You can just look around, you just go down the street and look at all the people holding hands that are not 6'2". It's like, you don't have to go very far to like disprove that fact. So I think that is very important. Nuance is very important in this kind of thing. Most things in the real world aren't that black and white. And Tinder is like one of the worst places to gather up data for this kind of stuff, because the demographic in itself is so incredibly skewed on dating apps that it just turns into like Instagram DMs. Einmal kurz hier rein. Instagram's DMs 2.0 is just 10% of guys being really pushy and DMing all the girls and spamming their inboxes, and everyone else is kind of sitting by the sidelines. It's not a good place for actual dating, surprisingly. I am a teenager who doesn't drink alcohol, doesn't buy the transgender agenda, rejects climate change and scaremongering, doesn't listen to the mainstream media, and isn't woke. We're a rare breed these days. I mean, depending on... okay, this is... Oh my god, who cares? Who cares? No one cares. I'm probably the only female who doesn't wear lashes nor nothing, but I'm on. Oh, thank God, that was the last one. Oh, okay. Anyway, so here's the bingo card. Here's the final tally, everyone. So we have 5 bingos. I think 5 bingos, if I can count. Who knows if I can count? I'll see the comments and be like, Event, rechtes bekommen, alles einsammeln. Das ist die Folge, einmal kurz zu ziehen. Was sehe ich geht, ich hab's einfach auch nicht bekommen. Geschenke. Ja doch, jetzt ist sie dabei. Mal kurz Event. Mal ziehen, habe ich jetzt Glück. Yep. Ich hab Glück, ich kriege ein paar Boxen. Muss ich dann finde ich wieder ein paar Tage farmen. Perfekt. Alles eingesammelt, bababa. Tägliche Quest eingesammelt, erledigt. Dann kann ich aber hier schon machen, was kostenfrei. Ziehen,
Nö. Zurück, schließen, tschüss, hier, fertig. Jetzt habe ich alles andere. Bin da fertig. Ich mach das mal aus. Oder das im Hintergrund. Aber so leise wie möglich. Nur wenn wirklich gerade gar nichts ist, dass man es hört. So 3 von 100. Und damit das nicht so viel Leistung frisst, kann ich das eben raus limitieren. So, mal gucken. Entspricht das mein Stream? Ne, perfekt, dann weiter. Verbesserung kann ich mir holen. Schlüssel weg zur Seite, bitte links, Hand und rechts. Es gibt noch einen Wurm, den wir fassen müssen. Und welche Botschaft bringt er? Befehle für 3 Hauptmänner, sich beim Ritual einzufinden. Er kommt durch dieses Lager. Tja, er wird es ziemlich verlassen vorfinden. Dann mal, gehen wir jetzt ins Lager rein, was ich gerade leer geräumt habe. Das wäre nice. Verhöre haben die Würmer jetzt eine Leibwache. Ich begebe mich nach oben und eliminiere die Eskorte. Aber nicht alle. Das werden wir sehen. Da kommen sie! Siehst du sie erst jetzt? Das wird einfacher als gedacht.
Da kommt er. Wir müssen herausfinden, was er weiß. Entscheidest du, wen ich leben lasse? Beschaff dir die Informationen. Hier werde ich doch etwas tun. Heute stirbst du. Ups, Mist. Verklickt. Wer sonst wird die Dunkelheit aufhalten? Niemand steht hinter dir. Verklickt, scheiße. Nochmal vorne. Da kommt er. Wir müssen herausfinden, was er weiß. Entscheidest du, wen ich leben lasse? Beschaff dir die Informationen. Wo sind die Hauptmänner, die auserwählt wurden? Sie kommen von der Festung. Sie sollten bald hier sein. Unsere Freunde haben es ganz schön eilig. Gut. Unser kleiner Wettstreit ist noch nicht vorbei. Du hinderst mich nicht daran, auserwählt zu werden. Ich bin würdig. Und du bist tot. Ich zerreiße dich, schlitz dich auf, häute dich und dann... Ach, das ist zu viel Arbeit. Ich töte dich einfach und überlass diesen Jungs den Rest. Warum schreit er nicht? Nun mach schon! Das war an zu zählen.
Arschlöcher können sich ihr blödes Ritual stecken! Diese 3 Hauptmänner werden nicht auserwählt. Doch mehr als genug Rekruten füllen ihren Platz. Alle, die ausgewählt werden, töten wir. Wenn wir die Nazgul nicht aufhalten können, können wir sie zumindest verlangsamen. Italy has banned transgender characters, with its patron stating that contestant must be a woman from birth. Well, yes, biological men have an unfair advantage. Are enrolling because they were indeed born as women as specified in the rules. 2 of my friends are doing it. Already warming popcorns. Oh my god, this is amazing. This was a little while ago. I need to follow up the story after I'm done with this recording. That sounds so funny. Speaking of really funny, I think this fits really well. Idril wird Mordor nie verlassen. Sie wird kämpfen bis zum Tod. Und davor habe ich Angst. Na los, Jungs! Zeigt der Made, wieso die Uruk die Macht übernehmen. Wende dich von deinem Herrn ab und diene mir. Ich diene nur dir, nur dir. Sehr wohl. Das Gift!
Lust, mit mir nach einem Schatz zu suchen? Auf jeden Fall. Was schwebt dir vor? Auf manche Sachen kann man sich bei den Uruks einfach verlassen. Sie lieben Blut, Schätze und Grog. Langsam verstehe ich, warum. Moment, ich bin gerade was. Lange überlebt hast. Wir sind zu wenige, um offen in die Schlacht zu ziehen. Also handeln wir schnell und listig und kommen so hoffentlich mit dem Leben davon. Und nehmen einige der ihren. Möge das ein denkwürdiges Festmahl werden. Wir haben einige der Artefakte geborgen, die aus der großen Halle geraubt wurden. Jeder Schatz Gondors, den wir ihnen entreißen, ist ein Sieg. Im Gebüsch. Ja. Sammelt euch, ihr Könige Mordors, und trinkt auf eure gute Arbeit. Groms Trupp ist tot und sein Vermögen gehört jetzt uns. Nun, trinkt! Trinkt! Oh, Schrack! Clean. Er ist hier. Bewegung. Ihr werdet dieses Gift selbst trinken. Wollt eure Kelche und Kronen zurück? Eure kleinen Statuen und Juwelen? Doch was bringt es euch? Euer Volk ist tot. Ihr bekommt es nie zurück. Zahn und Klaue. Ist dir schwindlig, Tag? Genug von dir! Ich töte dich!
Schade, geht nicht. Zu stark dafür. Nimm das! Schade, zu stark, konnte ich nicht für mich gewinnen. Das war wohl eine unserer erfolgreicheren Missionen, Grabwandler. Ich erkenne die ängstliche Soldatin aus der Unterstadt kaum wieder. Du meinst die dich vor diesem Hauptmann gerettet hat? Genau die. Wir sollten Baranor finden und sehen, wie es ihm ergeht. Talion, Minas Ithil ist verloren. Doch Mordor kann uns gehören. Ist mir Lux. Ich mache jetzt erstmal das hier. Jemand erzählt Geschichten über uns. Mal sehen, ob der Spion weitermacht, wenn du mein Spielzeug bist. Kuro. Als meine Armee ihren Weg durch Mordor kämpfte, schärfte ich meine Sinne für die Kriegskunst.
I'll pretend that's the one at least, and pop one right in there. You can be a guy with a vajuje that bleeds for a week every month. There is nothing wrong with you. And you would still not be a woman. You tried so hard. Oh my god. Hey girl, I heard you liked bad boys. Well, I am so bad that even when I try to be hateful, I am accidentally supportive. Kuro, als meine Armee ihren Weg durch Mordor kämpfte, schärfte ich meine Sinne für die Kriegskunst. Is this transphobic or not? I can't tell. I was teasing my boyfriend that he was a bit stinky because he Kuro, als meine Armee ihren Weg durch Mordor kämpfte, schärfte ich meine Sinne für die Kriegskunst. Library from displaying LGBTQ books during Pride Month. So they checked out every book and sent an email when the story ran in the local paper, replaced the books. They donated Hier in Mordor überleben nur die Listigen und die Tumpenstärken oder werden Sklaven, solange sie den Listigen nützlich sind. It's not rigged at all, yes indeed. Oops, I helped them. Oh my god, I tried to be a little poo-poo, but everyone in the world disagreed with me because I was so poopy and stinky. And the opposite thing happened, and it actually got more support because of my poopy behavior. Look at you, little poop angel. My god. What is this woman Elon talking about? Thank you for supporting trans rights. I am a trans woman. I was born a boy. Thanks for being so progressive. Sorry man, couldn't tell. I'll fix that. Couldn't tell. Die Geister klappen.
tune with what I expected from you. Very nice. The bar is Hannas Erkenntnis. Als ich mit dem Herrn der Geschenke die Ringe der Macht schuf, konnte selbst Galadriel nicht erkennen, wie sie die Welt wandeln würden. When the trans girl tells me to act my age, so I tell her to act her gender. Got him. This could very much be affirming, right? This could be very cute in the right context. I don't think this person gets it because they have a mental age of like 9, but there you go. They don't got the spirit, but they somehow got it right anyway. Oh my god, she's so pretty. Excellent compliment. Hell yeah. There we go. Nailed it. This is so Mr. Beast Chris says she's so much happier after 6 months of That is so silly. There are more than 2 genders. There are no genders. Get a life. Isn't that beautiful? It reminds me of that comic Hannas Erkenntnis. Als ich mit dem Herrn der Geschenke die Ringe der Macht schuf, konnte selbst Galadriel nicht erkennen, wie sie die Welt wandeln würden. Wie soll ich den denn töten? Im Schleichen. Außer er kann die Instant killen. Jo, kann er. Perfekt. Alles super. Natürlich, nur ein Sprung kann die killen. Aber. Wie soll ich die killen, ohne jemanden zu alarmieren? Oh, crap. Hannas Erkenntnis. Als ich mit dem Herrn der Geschenke die Ringe der Macht schuf, konnte selbst Galadriel nicht erkennen, wie sie die Welt wandeln würden. Natürlich. Mhm.
Komm mal rüber, Oga, bitte. Komm mal rüber. Komm hier rüber. Oh, da ist ein Wanderer. Ich glaube, der macht mir gleich Probleme. Yes! Ah, nur nicht entdecken lassen. Ich wurde in der letzten Sekunde erkannt, ne? Scheiße. Nochmal. Hannas Erkenntnis. Als ich mit dem Herrn der Geschenke die Ringe der Macht schuf, konnte selbst Galadriel nicht erkennen, wie sie die Welt wandeln würden. Also, ja, ich hab ein bisschen großzügig Reichweite. Keiner hier. Keiner hier. Geh zurück auf deine Schicht. Komm rüber. You are a biological woman acting as a transgender woman to get famous and money. Wait a second, I don't have a lot of context to this. Does this mean that they are claiming that they don't believe someone has actually transitioned because they're passing so well? Is that what this means? Because I don't see the context. This is a quote that was a bit messy, but it's just for good measure. You know, that quote is a bit funny. R//.
Komm her, komm her, komm her. Let's go! Ohne Hit zu werden. Jetzt! Ui. Saurons liebliches Antlitz verhüllte seine wahre Natur. Gute Rätsel. Und weder Galadriel noch ich erkannten, wie diese Geschichte enden würde. Ganz sicher nicht! Lauft! Tot den Menschen! Da wären wir alle. Ich hoffe, du hast noch genug Atem, um zu schreien, denn was jetzt kommt, macht keinen Spaß, wenn du nicht schreist. Oh, 2 Bosse. Ich warten, dass er in Reichweite kommt. Perfekt, jetzt. So. Runter mit dir, Dummkopf! Du wirst mir dienen. Ich bin auserwählt! Wie du wünschst, helle Herrscher! Der Tag ist jetzt verwundet! Baranors Speer werden mehr Gefangene gefunden haben. In der Tat. Die Orks zählen darauf. Weitermachst, du bist ein Monster!
Wahrscheinlich sind die beiden Blutsbrüder. Und wenn ich den einen Kill kommt der Hauptmann aus der Festung raus und jagt mich. Einer der Späher fand hier Gefangene. Und viel zu viele Orks für einen Krieger. Flankieren wir sie und treffen uns dann. Ich werde da sein. Und Baranor, du musst vorsichtig sein. Ja, aber was, wenn es Orks sind? Beuge dich! Alle Hoffnung war verloren, Waldläufer. Danke. Hat meine Befehle erhalten. Ich weiß nicht, wie du uns gefunden hast. Doch ich danke dir. Tötet mich einfach. Sei mein Schwert. Wir müssen schnellstens verschwinden. Du weißt es nicht. Wir müssen los. Ich danke dir. Wir haben Hauptmann Gondor hier schon lange gesucht. Hat ganz schön viel Ärger gemacht. Bis jetzt. Weil. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Nun, er ist weg und alles, was uns bleibt, ist diese Sache mit einem qualvollen Tod. Nur? Viele zwei auf einmal? Ach du. Schaff ich.
wer dich getötet? Sie haben ihn nicht getötet. Nein, sie haben andere Pläne. Sie bringen ihn nach Gorgoroth. Brüder? Wahrscheinlich. Okay, er geht zu ihm. Du? Zu niemandem. Der Alarm ist wenig mehr als ein Hilferuf und ein Schreckensschrei. Warum sind meine Jungs so nutzlos? Sieh sie an! Sie sind tot! Jetzt muss ich sie rächen! Paul.
Oh Mann, ich wollte den für die Armee haben. Egal. Was auch sein mag, ich finde es. Pass auf ihn auf! Schlechter jemand. Bleib dir wachsam! Das ist das Ende! Er besitzt die Gabe des Fluchs. Der Recke sah Krieg als eine Kunst an und sich selbst als größten Künstler Mordors. Ihn zu meinem Häuptling zu machen, hieß seinen überbordenden Stolz zu stutzen.
meinen Titel verdienen. Was für ein gewöhnliches Blutbad. Mittelmaß. Schwert, Eindringling, und beweise dich gegen Mordors Champion. Dich für einen wahren Krieger, nicht wahr? Du kannst mit einer Klinge umgehen, doch ich bin nicht so leicht beeindruckt. Dein Stil ist mangelhaft und ich werde es dir vorführen. Auserwählt, Meister! Meister! You'd think that Honey's stand-down process would end here. They detect the Nephila link, they stand down. Here
Nur wenige Orks konnten sich mit dem Recken messen und mit dem Leben davonkommen. Ihn in die Schlacht zu schicken bedurfte nur einer Herausforderung. So mancher fähiger Krieger lässt sich auf diese Art manipulieren. Pushcreme. Hab dich! Darauf habe ich gewartet. Welch ein Genuss! Du hast mich nicht kommen sehen. Das ist ganz witzig. Und was jetzt kommt, ist extrem witzig. Darf ich vorstellen? Zu Befehl, mein Herr. Ich verstehe, mein Herr. Töten! Ich töte alles für meine...
mir wirklich wahren Schmerz gezeigt. Dieses Gefühl wird mich begleiten. Und ich ebenfalls. Du bist mein. Diene dem Heldenherrscher. Ich bin geehrt. Du wirst befehlen, Waldläufer. Der Hexenkönig schützt seine Zitadelle mit einem Schleier aus Schatten. Du Made! In kalten Nächten brennt die Pfeilnarbe noch immer. Ganz egal. Ich sorge dafür, dass du keine warme Nacht mehr haben wirst.
Du bist schon so gut wie tot. Ich werde dir zeigen, was das Wort wild bedeutet. Ich hatte euch so viel beizubringen. Ihr solltet genauso kultiviert werden, wie ich es bin. Dunkelheit, ich bringe die Dunkelheit. Und die Dunkelheit will dich. Ich werde deine Augen schließen und du wirst sie nie wieder öffnen.
Lust auf die darf mich nicht lebend erwischen! Ich finde die Ursache dieses Das war's mit dem Haupt. Seinem Außenposten. Jetzt sind die anderen dran. Ich bin diese Schleicherei langsam leid. lebendig fassen! Wollt ihr euch mal sputen? Oder wollt ihr noch einen Die Orks sind von Ringen besessen, noch mehr als von Münzen und Schmuck von gleichem Wert. Sie entreißen sie den Gefangenen sofort, und was aus ihnen wird, kann man nur vermuten. Wir finden selten Orks, die sie tatsächlich tragen. Ein schöner Ring, wenn auch ein gewöhnlicher. Hat kaum denselben Namen verdient wie unser Ring. Diese Stadt ist durch und durch von schwarzer Magie befallen. Das ist nicht mehr Minas Ithil. Es heißt jetzt Minas Morgul.
Einer der Ringgeister floh hierher, nachdem wir ihn aus Kankras Höhle jagten. Um sich die Wunden zu lecken. Wir haben ihn nur verscheucht. Sei auf der Hut. Deine Fähigkeit, Nazgul aufzuspüren. Eine weitere Gabe Galadriels? Eine Gabe. So kann man es auch sehen. Wir suchen den Palantir. Das ist alles, was zählt. Dann müssen wir uns den Weg freikämpfen. In der Stadt wimmelt es von Orks. Sie müssen kein Hindernis darstellen. Wir können sie zu unseren Zwecken nutzen. Wo willst du hin? Wir sollten zusammenbleiben. Heute stirbst du! Wer du nicht kommen will, was? Du entkommst. Die Neuen werden alles tun, um diesen Ring zu erlangen. Dieser Ring ist nicht ihre Erlösung. Er ist ihr Untergang. Ich töte den Tag! Der ist verwundet! Wir wissen nicht, wie viele Nazgul dort draußen sind. Gemeinsam haben wir bessere Chancen. Geh nicht zu weit fort. Wir sollten nicht getrennt werden. Ich bin der
Wir sollten zusammenbleiben, Waldläufer. Die Ringgeister können nicht besiegt werden. Sie kommen immer wieder zurück. Und doch gibst du nicht auf. Nein, niemals. Da drüben! Gehört? Verfluchte Bleichhaut! Bleib stehen! Es muss einen Weg geben, die Nazgul für immer zu bezwingen. Wenn es ihn gibt, kenne ich ihn nicht. Bleib an meiner Seite, Waldläufer. Und ich zeige dir, was ein Ringgeist ist. Der Hexenkönig hat diese Stadt in seine Gewalt gebracht. Nun wird er dasselbe mit dir tun. Talia, das Licht Galadriels wird uns schützen. Dieser Ring sieht zu, wie ich dein Gefolge massakriere. Er hat uns eines Gefolgsmanns beraubt.
Meister. Das Licht Galadriels vertreibt die Dunkelheit. Das Licht Galadriels strahlt heller als eine finstere Magie. Ich zerquetsche deine Streitkräfte wie Ameisen in meiner Faust. Ich werde deine Armee auslöschen. Du kannst die Neuen nicht bezwingen. Schließ dich ihnen an. Nö. Was hat man euch angetan? Kniet vor eurem König. Hattest du eine Vision? Ja. Dann verstehst du es. Dieses Volk war einst mächtig, doch einem Ring der Macht konnten sie nicht widerstehen. Saurons Ringe wurden geschaffen, um ihre Träger zu unterwerfen. Das begriff ich viel zu spät. Aber nun habe ich einen Ring geschmiedet, der perfekt ist. Dieser ist rein. Rein wovon, frag ich mich. Solange dieser Schatten über der Stadt hängt, können wir sie nicht wieder zurückerobern. Doch es gibt andere Orte in Mordor, die wir erobern können. Wir müssen nur unsere Armee führen.
Hm? Wir müssen Baranor finden, bevor es zu spät ist. Er ist ein Köder, Talion. Und er wird leben, bis wir kommen. Wir haben all diese... Menschen sind nur Nahrung. Das ist gut. Einfach so aufgebaut. Ich finde, was auch immer hier rumschleicht. Siehst du, so schnell ist er nicht. So viel Tod. Der Tod. Nordmensch! Überrascht mich zu sehen. Mir entkommt Schon wieder? niemand. Ich werde dir bis ans Ende der Welt folgen, nur um das Vergnügen zu haben, dich umzubringen. Junge, geh mich auf den Sack, Mann. Alter. Machen wir kurz so, ja? Machen wir so. Ich pack dich. Nimm deine dreckigen Finger weg! Und schmeiß dich runter. Tschüss. Und wieder packen. Weil geht. Weil geht. Und tschüss. Stirb doch jetzt einfach, bitte. Du weißt ja nicht, was dich nach meinem Tod erwartet. Mein Blutsbruder wird dich jagen, wie ein erbärmliches, nutzloses Tier. Stirb jetzt. Endlich. Ich hab dich 4-mal getötet und du kommst immer wieder von den Toten wieder. Tschüssikowski. Boah.
Ich habe den 4-mal oder so getötet und er kommt trotzdem wieder. Ich weiß nicht, warum wir mit dem hier den ganzen Weg nach Lootboards kommen mussten. Eine Pein für meine Füße. Befehle sind Befehle. Wenn er uns zu dem Rest dieser Ratten führt, ist es das wert. Den ersten Kampf vergisst man nie. Ich war frisch aus der Grube gekrochen. Dass man wie eine Waffe gab und in den Kampf gegen das Menschenpack schickte. Es war ein wunderbarer Anblick. Brennende Häuser. Du bist unser Ehrengast. Der Mittelpunkt des Festes. Deine Schreie hören sie bis nach Minas Morgul. Du wirst schon sagen, wo sie sind. Vielleicht nicht heute. Ich schlag dich in zwei, Menschen! Schätze, du willst dieses Lager auslöschen, damit du sagen kannst, du hättest etwas ausgerichtet. Naja, es macht gar keinen Unterschied. Steht auf, Männer des Westens! Du bist tot! Mit deiner Heldentat hast du schon genug angerichtet. Jetzt kämpfe, scheitere und stirb! Ich... Das reicht! Ich werde dich! Wieso versuchst du es trotzdem noch? Er ist übel zugerichtet. Der hat Nachhaltig. Auftragen!
ist es! Und deshalb ist er mein Herr! Leb wohl, Waldläufer, und danke. Ich dachte, ich würde heute sterben. Alle Hoffnung ist verloren. Egal, was hier herumschleicht, ich hoffe, es schmeckt gut. Vielen Dank. Oh nein, ein Karagor! Er ist hier lang gestolpert! Danke, Waldläufer. Er sucht zu kontern! Er ist wieder da! Ich hätte nie geglaubt, dass ich entkomme. Bitte. Lasst es enden. Ich weiß, dass ich was gehört habe. Ich sehe den dreckigen Tag! Bitte aufhören! Schnell, Waldläufer. Hier können wir nicht bleiben. Wir müssen gehen! Du bist verwundet. Keine Sorge. Du hast uns gerettet. Schon wieder. Du hattest recht. In Mordor zu bleiben ist unser Untergang. Doch ich kann nicht gehen. Milady. Dann sterben wir. Gemeinsam. Romantisch. I'm gonna buy this Playboy magazine because one of my relatives is on the cover. That's literally what this post is. That is amazingly insane. Oh my god. This fast food employee got fired for this. You need to find someone to work your shift, or you work your shift. I have a doctor's note, and you're not contagious. I'm vomiting and throwing up and can't get out of the bathroom. And you're texting me, so you can either find someone to work, or you work, or you just don't work anymore. Bet. If you are a manager, it is your job to find cover
Der Ballrock erhebt sich. Und wir müssen ihn in die Tiefen zurückschicken. Mir egal wen oder was ich finde, aufgestellt. Mensch, die Zähne, dann schlagen sie dir auf. Ich habe noch nie etwas über diese Ballrocks gehört. Kaum jemand hat überlebt, um davon zu berichten. Tagorat! Entsteige den Schatten! Erhebe dich und schließ dich uns an! Erhebe dich in die Armee des Schattens! Komm zu uns! Erhebe dich! Erhebe dich! Erhebe dich! Was erwecken sie? Sie beschwören den Tod. Den Tod für uns alle. Von diesen Hexern krieg ich Gänsehaut. Das sind nicht
alle Toten Mordors auferwecken. All die Leben, die du nahmst. Und wenn sie erwachen, wen glaubst du, werden sie aufsuchen? Oh ja, wir sehen uns wieder. Von der Dunkelheit verschlungen! Talion, es hat begonnen. Narren. Niemand zähmt einen Balrog. Dieser Feind ist zu stark, Celebrimbor. Nicht, wenn der Geist von Karnen mit uns ist. Erweckt von Todesring, sengende Flammen, von euch erweckt. Von euch erweckt. Scheiße, 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 scheiße. Ein Apokalypse-Monster. Hab ich doch keinen Schutz gegen. Wir müssen seinen Rücken treffen. In deinen Schlummer. Wir begraben dich. Du bist in meinem Reich unerwähnt.
Springen, wir müssen springen! Dem Grauch inne. Weder Ruhe für dich, noch für uns, Untote. Sie ist wahrlich eine Naturgewalt. Der Geist von Karnen hat die Zerstörung und Wiedergeburt von Mittelerde viele Male erlebt. Sie war schon lange vor uns hier und sie wird noch lange nach unserem Untergang fortbestehen. Wenn wir Targoroth nicht aufhalten, wird er weit jenseits von Mordor wandern, nach Rohan und Gondor. Das darf nicht geschehen.
Nithonole ion ten! Woman. So you just made this up. What? Men are poo and women are pee. So if a man is too bulky, he can clog the toilet, but then you can pee on it so it unclogs. You see? So the lesson is that just put women on top, because then it doesn't clog your life. Yes. News, woke Nintendo. Brie Larson said to play a female version of Samus in the Metroid movie. Tell them. Okay, I think this is just a bait. It's just kind of funny because it's a facepalm and a facepalm, because it's like taking the bait that is not actually real and it's an obvious bait because Samus is obviously a Wemon. So that's kind of funny. Facepalmception is always entertaining. Peace on Earth, and you see all the women in the family have like tape over their mouth. Finally peace on Earth. Finally peace on Earth. Finally peace on Earth. What an amazing standard to set for your kids, right? Like those young boys are definitely relationship expectations, and so are the girls. Isn't this just wow? What a good way to prepare your kids for the world. Not to mention like the household dynamics in this place. Oh, you're so beautiful. Marry me? Never mind. I just jerked off. You mean nothing to me. The chances of finding a man with the following characteristics: not married, any race, at least 6 foot tall, not obese, earning at least $100,000 per year is Es wird Zeit, das Auserwählten-Problem bei der Wurzel zu packen. Je näher wir dem kommen, desto näher kommen wir ihrem Herrn. Standard is 0.35%. Okay, there are a few things with this analysis that stands out to me statistically speaking. First off, $100,000 per year is quite a lot. So let's look into this, shall we? See,
6 feet in the US. So those two combined alone with that So werden Auserwählte also gekürt. Ich hätte es mir irgendwie festlicher vorgestellt. Der Naheschool ist ganz auf das Ritual fokussiert. Der perfekte Moment, um zuzuschlagen. Der Weg wird von Schützen bewacht. Es wäre klug, sie lautlos zu beseitigen. Eines Tages werde ich selbst Oberherr sein. Dann bringe ich dieses Gefahr. Der letzte Oberherr hätte mich fast zu Tode geprügelt. Wäre er ein richtiger Oberherr, hätte er es auch zu Ende gebracht. That's usually all it takes, and then you can build it together and go along. I think people that get so obsessed with metrics like this on any side of the spectrum aren't unhappy with it. Or they haven't had a lot of relationship experience these days. Because if you're going to be able to mesh with a person personality-wise, it doesn't. And to keep in mind this Das ist der Waldläufer! Willst du zusammen mit diesen drei dem Hexenkönig dienen? Es ist dein Schicksal, wie du weißt. Wir werden nie aufhören. Nicht mit dem Auserwählten. Und erst recht nicht mit dir. Er hat Angst! Zeigen wir ihm warum! Deine Leiche gibt eine schöne Explosion ab. Mal sehen, wie weit deine Teile fliegen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Widerstand ist zwecklos. Nicht gut genug!
Nice. Oh, wir haben den Kill geklaut. Ich will die XP haben. Du wirst dich den Hexenkönig beugen. Gut gekämpft. Doch dies war nicht der letzte Kampf. Und es war nicht das letzte Ritual. Die Auswirkungen unseres Sieges werden weitreichen. Wir haben die Initiative ergriffen. Sie wurden in die Defensive gedrängt. Den Feind in die Ecke drängen. Das macht ihn für gewöhnlich umso gefährlicher. Today, at 19 years old, I disclosed my $2.3 million Miami home. Take risks in life. Look at this fancy mansion. Readers added context. This house was not purchased by this person. It is currently for rent. But you see, I'm just influencing people to drop out of school, and I don't even have a success story to show for it. I mean, school doesn't really prepare you for everything in life, and you don't really use everything you learn in school either. I think one thing I realized somewhere in my university years is that a lot of the stuff in school is more like brain gymnastics. I have very often applied a logic that I learned to apply in university when I was studying engineering, even though I don't very often use like thermodynamics in my day-to-day life. It's more about the brain gymnastics behind it and like training your psyche sort of. So in that way, school is really good. It's lacking in some areas, also depending on where you live, but like urging people to drop out of school without really giving them alternative parts of take risks. Let me post pictures of my fake home. I'm like really smart, but all my teachers were out to get me because they were jealous of how smart I am. Yeah, that's basically the student nutshell, isn't it? GB News presenter Emmon Holmes has... Der Balrog wird Mittelerde verschlingen, wenn wir ihn nicht aufhalten. Keine leichte Aufgabe. Doch mit Carmen können wir es schaffen. For a 6'4" professional athlete. Oh my god. Oh, how could you do this to her? She had to settle for this. Oh. Where have all the good men gone, am I right? Yes, indeed. China figures out a process to farm caviar, thus saving wild sturgeon. And a delicacy. American press. After cheap snack. Using its status as a luxury good. This is what you're supposed to care about. Something actually got cheaper. My God, Sean Young in the as Johnny was beautiful, elegant, aristocratic, and unforgettable. Zendaya in the Dune remake in the same role looks like she just crossed America's southern border. They do this to humiliate you. Who do this? Who do what? The makeup team in a studio, and also like the comparison is kind of yikes. Like, bruh, they're running around in it. Sometimes I log into Twitter and I like to fantasize like a bunch of different alien races. But they just end up arguing about things that don't really make sense to anyone. That's not sadly with this. It would be way more exciting than this garbage, but you know. Is there a law against lying?
Den Balrog zu finden sollte nicht schwer sein. In der Tat. Es geht um das, was folgt. Wir fliegen! Saurons Reich ist jetzt viel kleiner. Gott beschmutzt Himmel und Erde, pflügt einen flammenden Pfad. Eile, Eile, Eile! Er wütet durch das Land, Asche auf seinem Pfad. Targoroth wird nicht schwer zu finden sein. Es brennt. Alles brennt. Geflohen ist Targoroth. Entflieht Mordor und brennt eure Lande nieder. Er muss begraben, zurück in die Tiefen verbannt werden, lauert und lässt Flammen niederregnen. Eis! Wir gehen zum Eis! Schwacher Rücken, doch rennt nicht Rückling! Spendest deine Dornen auf den Dämon? Auf Wache! Schwacher Rücken, doch rennt nicht rücklings! Es trifft und trifft ihn wieder!
Bataillon. Es funktioniert nicht! Wir bringen Licht ins Dunkel! Ein Ende dem Feuer! Oh, Scheiße. Schlag zu wie Donner, falle wie Regen, lösche seine Flamme. Jetzt, wir müssen angreifen. Tauch hinab. Wir müssen die Bestie in die Tiefe schicken. Schlag zu wie Donner, falle wie Regen, lösche seine Flamme. Jetzt, wir müssen angreifen. Tauch hinab. Wir müssen die Bestie in die Tiefe schicken.
falle wie Regen, lösche seine Flamme. Wir müssen angreifen. Ich drücke den Knopf, aber nichts passiert. Oh Mann, ich drücke die ganze Zeit den Knopf und passiert nichts. Wir müssen die Bestie in die Tiefe schicken. Hä? Ich drücke linken Shift. Hier steht. Was ist das im Buschel? Jetzt. Ich drücke. Geht nicht. Mordor ist erst der Anfang. Selbst Mittelerde wird ihm nicht genügen. Schlag! Ich drück den Knopf, den da steht und nichts passiert. Ich muss stehen bleiben, ernsthaft. Das war nämlich vorher nicht mehr auf die Knöpfe drücken. Das ist nämlich neu. Wir müssen die Bestie in die Tiefe schicken. Ja. Geht doch. Ist der links ekelig, komisch. Das hat mich mal richtig übel. Komisch.
Stürzen wir uns auf ihn. So. Ich schwöre, ich hab gedrückt. Was ist das? Stürzen wir uns auf ihn. Geht doch. Irgendwie geht's die Gehilfen, dann irgendwie doch nicht, dann irgendwie doch, dann irgendwie doch nicht. Untot bezwingt Untot. Millennials and Gen Zers are pulling in bigger paychecks, but Short-term purchases like groceries. You know, young people, they might vote. Can't they just start to go without it? You know, for the savings instead. No wonder no one can afford a house. It's not that they cost a bajillion dollars. It's because they buy groceries. a woman who proposed to boyfriend trolled online. You have no Until online haters tore her apart. Yeah, the internet can be beautiful in many ways. Like this community, I would say, it's very beautiful. The stuff that come out of this community is absolutely gorgeous. I love it. But in certain places online, I certainly feel like it's so overly just negative and looking for hate. It's a proposal with a happy couple. Dear God, fam. Homosex is a sin. Repent and believe the gospel. The virgins, murder, and drunks will burn in hell. Give me some champagne. Oh, they're just like something and like twerking in like pagan and pirate clothing. Oh, that's beautiful. Hell yeah. Drunks will burn in hell. Does that mean that if we go party or go to an afterwork with your friends that you are like set for eternal damnation? Or does it mean that people that legitimately struggle with certain types of addiction will automatically go to hell? Because that sounds really, really petty. No? I mean, they're already struggling. Do they really need you to tell them they're going to hell? Damn. Although, to be fair, if these are the people going to heaven, I would much rather be going to hell. We have emotional support. Hell is full of emotional support. You must pick up yours today. Link in the description. They're not permanently in stock. Oh, yes, indeed. Because everyone needs a little bit of emotional support. Chemotherapy is deadly. Cancer is not. Antibiotics are deadly. Bacteria are not. Statins are deadly. High cholesterol is not. Accutane is deadly. Acne is not. Stop letting them kill you with their treatments. What is my source, you ask? I made it the up. But according to all the tweets we see in these videos, if I just say it confidently enough, 1,100 people will believe it. That's an awful lesson. That is an awful lesson. That is surprisingly accurate. God. I guess that's actually a good lesson to keep an eye on. Like, manipulating statistics is one thing that is good to keep an eye on. A lot of people do it for various reasons out there. It's good to know that how to deconstruct things. But another thing is also, don't assume someone is correct just because they say something confidently. That is actually accurate for a lot of things in life. That people are way more likely to believe something. Wir müssen zurück in den Wald von Kanan. Sehen, was übrig ist. Und was wir tun können.
Du hast viel geopfert. Vor langer Zeit, begraben wird Tagoroth von Kernen in Schicksalsschatten. Doch dann ward mein Wald zerstört, meine Brut vertrieben. Nun wieder sind Flammen gelöscht, ertränkt in Eis. Und aus dem Verfall blüht Leben. Der Kreis ist ungebrochen. Da war ein Uruk in Gorgoroth. Dieser Sok. Fänger von Tagoroth Todesamme. Erweckte Tagoroth, erweckte Orklinge. Ein Nekromant. Er ist nah. Ork-Magie liegt in der Luft. Durchtrieben hinterlistig, erheben sich wie Flutwasser. Abschau, verderbt vom Tod. Sie kommen euch holen. Wir finden ihn und ehren dein Opfer. Das ist ein Versprechen. Bannet die Fäulnis oder macht sie zu Staub. Verdorben ist das Land. Verflucht ist der Schöpfer. Eile! Der Todesflüsterer ist hier. Er ist ein gepeinigtes Biest. Klinge zu Fleisch, auf das es Ende. All unsere Mühen waren vergebens, wenn Sauron die Toten erweckt. Dieser Sok kann nicht weit sein. Das ist Soks Elend. Bringe ihm Fäulnis. Dort. Wir müssen die Nekromanten-Totems reinwaschen. Nur so setzen wir dem Ritual ein Ende. Wir müssen diese Plage auslöschen. Nah und immer näher. Wofür braucht man einen Balrog, wenn man Untote hat? Ich bin Sok und ich habe dich lange beobachtet. Du bist die Inspiration für all das. Womit sollte man einen untoten Menschen besser bezwingen, als mit einer Legion untoter Orks? Hab seinen Kopf abgeschlagen.
Waldläufer. Du bekämpfst die Zukunft. Die Toten beanspruchen Mordor für sich. Und nicht einmal du kannst uns aufhalten. Hohoho, es kommt noch viel auf dich zu. Talion, solange wir das Nekromantentum nicht werden wir nicht wieder auferstehen. Dieser Sorg ist gefährlich. Seine Akolyten vielleicht noch mehr. Wir müssen sie aufspüren, wo auch immer sie sind. Saurons Heer bereitet sich auf einen Angriff auf unsere Festung vor. Er wird uns für jede eroberte Festung bekämpfen. Glaubst du, der helle Herrscher ist mit Elfen und Zwergen? They would sleep in this bed every single day and make sweet gay love. Waldläufer, es gibt Ärger! Mal ganz was Neues. Stör den Herrn nicht mit deinem Unsinn, du kleine Memme. Memme? Wirklich, Bruce, das schmerzt! Es schmerzt noch viel mehr! Was für Ärger. Naja, meine Rippen tun weh. Aber was ich dir sagen wollte, die Festung wird angegriffen. Der dunkle Herrscher weiß, dass du hier bist und die Tür zu meinem Fluchttunnel klemmt. Ein Test für unsere Verteidigung. Und unsere Verteidiger. Bruce, mach dich zur Abwehr bereit. Oh, das klingt nach einem Job für Oberherrn so und so. Schließlich war ich ja nicht gut genug für diesen Posten. Du wirst tun, was man dir sagt. Komm schon, heller Kerl. Ich mach doch nur Spaß. Du weißt doch, wie gern ich Köpfe abreiße. Ich werde die Festung schützen, als wäre es meine eigene. Und ich werde auch mithelfen. Ich sehe mal nach den Vorräten in der Kammer. Nicht, dass sie vergiftet wurden. It's not about eating versus not eating. It's a very simplified way of talking about health. Oh my god, I don't think I've ever seen this argument. Einmal kannst du doch aufgeben und uns die Festung überlassen. Doch nein! Mit dir muss immer alles Kampf sein. Pug.
ausgesucht. Sterb diesen Tag! Untergang! Schon beim Mir ist schwindelig! Hilfe! Ihr müsst um das Tor! Du gehorchen! Weißt du, wie heiß das Ding ist? Ich verbrenne mir fast die Hand, nur vom Halten. Das soll sich lohnen, also stirb jetzt auch. Wir brauchen Hilfe bei der Verteidigung! Vorm Torhaus in den Seiten. Du wirst dem hellen Herrscher dienen. Mein Leben für dich, heller Herrscher. Bereit. Der war echt schnell. Sie greifen das innere Tor an. Wenn diese Orks den Wehrturm erreichen, dann werden sie dort sterben. Der Platz wird angegriffen! Wie beleidigend! Wieso kämpfst du nicht ordentlich? Lassen wir endlich unsere Waffen sprechen. Haltet sie davon ab!
Nein! Das kann nicht sein! Ich sollte eigentlich dich töten! Verteidigt den Platz! Den Saurer! Ist noch einer für mich da? Langsam glaube ich, du machst nicht einfach Spaß. Wertlose Trottel! Ich sterbe hier! Rettest du mich noch, oder was? Hilfe! Rettest du mich noch, oder was? Wir müssen Ich bin jetzt dein Herr. Ich folge deinem Befehl. Ja, ich stehe an deiner Seite.
Das sollten die letzten gewesen sein. Es wird sicher einen weiteren Angriff geben. Ich hoffe es. Das war ein Riesenspaß. Du hast gut gekämpft. Ich hab dir doch gesagt, ich schütze diese Festung, als sei es meine eigene. Was sie jetzt auch ist. Wer ist das? Wie gucke ich hier? Wieder gut. Was ist das an? Verrat! Wir holen uns die Festung zurück. Wir schlachten diesen verfluchten Olok und sein ganzes Gefolge ab. Und was geschieht mit jenen an unserer Seite? Offenkundig kann man ihnen nicht trauen. Wir statuieren ein Exempel an allen, die sich widersetzen. Jetzt reicht's. Waldläufer, du hast Ärger. Bruce hat deine Feste eingenommen. Das habe ich schon geahnt, als er mir die Klinge in den Rücken bohrte. Ging vom Rücken glatt nach vorn durch. Und du hast geblutet. Entschuldige, das Problem ist, die anderen Orks wissen, dass du Bruce gekriegt hast mit deinem Jetzt leidest du. Und sie wissen, dass er frei ist. Das hat richtig Eindruck geschunden, sag ich dir. Orks rennen ihm nur so nach. Also ich will dir nicht sagen, wie du deinen Job zu machen hast, aber du musst ihn beseitigen. Und eine Rettung steht auch noch an. Eine Rettung? Ja, er hat Gefangene genommen. Einer davon ist ein Oberherr, glaube ich. Du willst ihn doch befreien. Wo? Hier lang. Aber echt jetzt, er hat dich aufgespießt und Sei still. Da sind 3 Gefangene. Geh rein und mach dein Ding. Ich bleib hier und spähe die Gegend aus. Ich bin echt gut im Spähen. Späher gehen vor. Und sterben. Deshalb kann ich das so gut. Also auf geht's. Das Spähen beginnt. Danke. Jetzt zahlen wir es ihnen heim. Soweit, so gut. Noch 2 Geiseln mehr. Ja, du sagtest 3 und eine haben wir. Ich kann zählen. Oh, na, das wird nützlich sein.
voran, mein Herr. Ich folge. Und gleich kommt der Letzte. Aber wem sag ich das? Du hast ja gezählt. Ja, hab ich. Du hältst mich nicht auf. Ich werde meine Befehle ausführen und diese Geisel töten. Rate mal, was ich vorher mache. Wir machen also eine Pause? Gute Idee. Danke für die Rettung. Ich diene. Was soll das, Bruce? Tja, das war's dann wohl. Du wendest dich wieder deiner Kriegstreiberei zu und... oh, hallo. Wir sind noch nicht fertig. Bruce. Oh, stimmt, Bruce. In seiner Festung, deiner Festung. Echt beliebt, diese Festung. Oh, als diese Festung noch mir gehörte. Etwas zugeschwastert, aber diese Aussicht auf einige meiner Umbauten bin ich echt stolz. Wie deinen Tunnel. Genau, mein Fluchttunnel. Ganz schön klug, dachte ich mir. Gut, wenn man mal schnell raus muss. Ja. Wir könnten ihn nutzen. Wieso? Wir wollen doch nicht raus. Nein, aber wir wollen wieder hinein. Klar. Wo ist dieser Tunnel? Da lang. Glaube ich. What the fuck? Bruce, du Vollidiot. Was war der Plan? Eine Rettungsaktion? Bist du hier, um mit dir abzurechnen? Kommst in Begleitung dieses Schlachtflecks Redback? Ich sag dir was, ich hab auch Freunde, weißt du ja. Das wird ein wahres Fest. Ein echtes Hause, ja. Wir holen uns Grog, spielen ein paar tolle Spiele wie... Oh, was ihm die Arme ab? Na los doch, Jungs! Töte ihn.
zerfleischen. Alle Leute. Bruce mag dich nicht sonderlich. Und ich? Davon wollen wir gar nicht erst reden. Wir hacken dir sämtliches Fleisch ab. Und dann nagen wir die Knochen blank. War schön. Aber nicht zu versagen. Schon sehen, wer der Meister ist. Kleiner Tipp. Du nicht. Wirklich schade, Alpha. So sollte es nicht laufen. Du siehst mich wieder sicher wie Schrack im Karagor. Er wird nicht weit kommen. Wir werden ihn finden und ganz Mordor zeigen, was mit jenen geschieht, die sich dem hellen Herrscher widersetzen. Diese Festung steht wieder unter meinem Kommando. Der Aufstand wurde niedergeschlagen. Die Verschwörer wurden gerichtet. Ihren Anführer wird bald dasselbe Schicksal ereilen. Fortan bewacht ihr diese Festung für den hellen Herrscher. Hier gibt es keine Schwäche, kein Erbarmen für meine Feinde. Nur die unbezwingbare Stärke meiner Armee. Watch your profanity. You see, Thailand has the most gold, silver, and bronze medals in this competition's history, so they had high expectations to keep up the status quo. I should point out that this ranking isn't the most fair thing, because not all the countries on this list were members on day one. In fact, Vietnam, for example, started off as South Vietnam. But you get the point, okay? Thailand is well known to have the most medals in this competition's history. But that wasn't just it. The members of the Southeast Asian Games take turns hosting the games on their
Flag. Scheint so, als ob Redback uns braucht. Hör ihn an, aber lass dich nicht von unserem wahren Auftrag ablenken. Can I take the phone with me so I can set it up with my own settings? She was told, of course not, that's against the rules. But that would only be the beginning of her suspicious activity. She'd be acting weird even on the live stream, Moment! Erzähle vor mir! Talion! Redback braucht deine Hilfe. Waldläufer ist verschwunden. Wie verliert man einen Olok? Er wurde entführt. Ich fand diesen Toten bei seinem Fressnapf. Was sagt man noch gleich über die Überbringer von schlechten Nachrichten? Man sagt, der Überbringer muss sterben. Tja, das erklärt so einiges. Wie lautete die Botschaft? Er sagte, wenn du dein Haustier je wiedersehen willst, bring den schrackfressenden Grabwandler. Lass das. Oh, Entschuldige. Du weißt, dass das eine Falle ist. Na klar. Aber du schuldest mir was. Mir und Waldläufer. Vergiss nicht, wir haben Bruce für dich erledigt. Also, das habe ich etwas anders in Erinnerung. Ach, über Details lässt sich streiten, aber am Ende stehen wir doch zu dir. Was sollen die anderen Orks denken, wenn du nicht zu uns stehen willst? Er hat recht. Orks folgen den Starken. Wenn wir zulassen, dass unsere Soldaten attackiert werden, werten sie das als Schwäche. Vielleicht hast du recht. Hab ich? Ich meine, ja, hab ich. Los, komm schon, holen wir Waldläufer. Wer hätt's gedacht? Wir arbeiten zusammen, wie in alten Zeiten. Ruhe, du verrätst uns noch. Wie in alten Zeiten. Nicht schlafen. Der Anführer hasst es, wenn wir bei der Arbeit schlafen. Hab meine Augen ausgeruht. Wenn er dich erwischt, rupft er sie raus, bringt sie dir runter und verliert sie wieder in den Kopf. Ein kleiner Schatz? Nein, nichts als Mühe und Ärger. Er lässt uns schuften und wenn wir uns beschweren, tötet er einen von uns. Der schlimmste Anführer, den ich je hatte. Das ist alles wert.
Da ist er ja. Der glorreiche, helle Herrscher. Ich wusste, dass diese schmierige Ratte es schaffen würde, dich hierher zu bringen. Bruce, ich zeig dir schmierig. Was hast du mit Waldläufer gemacht? Halt die Schnauze! Das ist eine Sache zwischen mir und dem Grabwandler. Dann komm runter. Beenden wir's. Nicht so schnell. Das ist erst der Anfang. Erst werdet ihr leiden. Und wenn du oder diese schmierige Ratte dabei draufgeht, umso besser. Doch falls nicht, dann fängt der Spaß erst richtig an, nicht wahr? Ja, ist klar. Bruce! Komm zurück, du mieser Haufen Schrack! Er ist fort. Aber wir sehen ihn bestimmt wieder. Hoffentlich. Wir sind nämlich noch nicht fertig. Hör mir zu. Wir suchen Waldläufer. Und wir machen Bruce ein für allemal den Gar aus. Tja, ich werde hier nicht rumsitzen und abwarten. Ich durchforste jede Ecke Mordors, bis ich ihn gefunden habe. Und wenn es soweit ist, erfährst du es als allererster. In Ordnung. Bruce ist erst der Anfang. Je mehr Macht wir erlangen, desto mehr werden uns herausfordern. Dann töten wir sie. Nein, wir müssen an ihm ein Exempel statuieren, sonst werden andere nachrücken. Dann töten wir eben auch sie. Warum Hunderte töten, wenn es schon ausreicht, einen von ihnen zu brechen? Weil wir diesen Krieg gewinnen wollen. Hier geht's nicht um deine Machtspielchen. In Mordor ist es ein und dasselbe. Je länger Bruce lebt, desto mehr Orks schlagen sich auf seine Seite. Und das werden wir verhindern. Du hast recht. Wir müssen uns um ihn kümmern.
Kaffee? Jetzt sagst du! Ich wünschte, sie würden sich festlegen, wo sie die Vorräte... Vor mir nieder! Mir entgeht gar nichts. Erhebt euch! Sie erheben sich! Bogenschützen Morgoths! Feuer frei! Eifrig sind die Sklaven Sorgs. Wir müssen davonfliehen. Schwing dich eilig auf! Die Akolyten Sorgs erwecken Bogenschützen. Wer sind diese Bogenschützen Morgoths? Morgoth war der erste dunkle Herrscher und diese gefallenen Schützen waren seine Schöpfung. Sie waren Meister ihrer Kunst und wir dürfen sie nicht in die Höhlen entwischen lassen. Da sind sie. Wir müssen ihre Totems vernichten, bevor sich weitere erheben.
Bogenschützen kehren zu Staub zurück und Morgoth sei verdammt. Finde Sorg und seine Akolyten Untote. Reinige jeden einzelnen von ihnen in den Flammen. Sorgs Ambitionen werden nur noch wachsen. Wir müssen ihn finden, bevor er seine eigene Armee erschafft. Urkalmar. Solch komplizierte Maschinen, um ihr Volk zu vernichten. Sie nehmen uns die Arbeit ab. Ihre Effizienz ist fast bewundernswert. Du da musst du dich schon mehr anstrengen. Sehr viel mehr. Auf die Knie! Du wirst meine Reihen verstärken! Ich diene, heller Herrscher. Ja, Herr. Urkalmar.
Du bist ein Narr, der die wahre Schönheit eines Ghouls verkennt. Alles, was du tust, ist wieder und wieder und wieder zu töten. Ghule sollten verehrt werden. Geliebt. Du wirst deinen Irrtum niemals einsehen. Also muss ich dich vernichten. Zum Wohl meiner geliebten Ghule. Ja! Die Bestien wollen euch von den Flammen fern! Bleib, wo du bist! Versuch das bei mir und ich breche die Knie! Zerschmettert dein Gesicht! Ich hab ihn gefangen. Mit dir. Kommst du nicht so leicht. Du wirst dienen. Ich bin dein. Gut, dann geh ich. Org. Diese Feste ist ein Hort der Qualen. Trotzdem wird sie fallen.
Du bist gleich tot. Du bestimmst, wo du sterben wirst. Ich bestimme, wie. Org. Ein schlechtes Omen aus dem Himmel. Minas Ithil war verdammt lange bevor der Mondstein auf die Erde stürzte.
Dieser Häuptling ist gerissen. Wir brauchen mehr Informationen, bevor wir angreifen. Warte, ich rieche etwas. Ich will einem verdammten Elben die Haare abschneiden. Was war das für ein Geräusch? Alles, was ich brauche, ist ein Stück Metall und etwas Feuer. Was war das? Ich bin keine Wade. Du bist die Wade. Du bist die Wade. Schließen sich Bruce an. Er sagt, er hat einen Plan. Wie er den Straßmann der Eisbrücke twisted intermingling of wood elves and lizard men. I shudder to think of what exactly they've been doing in the desert this whole night, and how they've been fighting each other. But something about Mittelerde late this footage tells me Wo müsste der Schlacht mit Tieren? They have been given so much more credence with the release of Zootopia 2 that I can enjoy some of the fanfics. Hier gibt's nicht viel zu sehen. Nur den Uruk, der dich zu Tode foltern wird. Zu Befehl, heller Herrscher! Nicht für das Leuchtfeuer! Zeit nach dir gesucht. Meine Haut, sie wächst und dehnt sich. Sie schwillt und zuckt. Nichts kann sie stoppen. Doch du versprichst mir Linderung. Ein Balsam für mein Leiden. Was ich sagen will, ich bin der Verseuchte und du die Heilung. Bronk.
Ich diene nur dir. Wrong. Wrong. Freust du dich schon genauso wie ich? Noch eine Made. Perfekt. Ich hack dich in Stück. Zermalme dich. Jetzt leidest du. Du bist Beute. Deutlich. Müssen wir Sau ins Haus. Na, spürst du Sei das? bereit für den Tod. So einfach. And the combination of him losing his capital city and also throwing countless armies at me actually destabilized his entire empire, and within 20 years the Chinese had exterminated him completely. Slightly bad for not holding. He was a proud warrior who, judging by his physique, deserved to die of type 2 diabetes rather than an ethnic cleansing. But in addition to claiming his book of Nagash, we were also able to extract special resources from Rick's model. These golden skulls allow us to buy some very rare items from the mortuary cult. For example, we were able to we also picked up the amulet of Fastad, which has an ability that makes our enemies forget. Wrong. But most importantly, it gives 16% at this point, things are going quite well. My heroes are unlocking new spells, my income is going crazy, and Skarsnik seems to have chilled out about the whole war thing. So I something bad happens.
Viel Spaß mit dem großen Urlaub, den du gefangen hast. Weißt du, ich dachte, Bruce wäre groß. Der sich mal los. Bruce alle Hände voll zu tun. The Empire is some kind of sterile, infused, hyper-masculine sex machine, and they typically aren't too keen on losing their capital city to some dickhead with a couple of spearmen. Ich höre, der Oberherr besitzt spezielle Räume. Du denkst, dein Spion wird uns vernichten? Nein, wir werden ihn finden. Und weißt du, was wir ihm dann antun? Ich zeig's dir! Schließ dich der Armee des hellen Herrschers an. Ich folge dem hellen Herrscher. Auf dem Weg, mein Herr. Jetzt hab ich dich. Morzu. Wrong. The Beastmen
Bronk. He's the real magic man. Siege of Fildorf. This was an easy battle, and the presence of our dread legions had struck so much fear in the hearts of men that Gelt immediately proposed a peace treaty after I was done spanking him. This simplifies our situation considerably. Things are going well, and thankfully so, because if anything goes wrong here, it's going to be very difficult to provide reinforcements. You see, the endgame crisis hit, and it has buffed all of the orc factions into late-game killing machines with zero morality. And Skarsnik? Yeah, he's still pretty upset with us, and he's actually encircling North Africa and blocking our access to the ocean, so we can't provide any more reinforcements to Empire territory. That's alright though, because my generals bounced around capturing more and more settlements until I found the bulk of Karl's military waiting for us in Reichland. I count 1, 2, 3, 4, 5 armies ready to kill us, with a 6th army in our flank in case we retreat. I position us as best I can, so instead of getting pounded by 5 armies, they attack us with only 4. Auto-resolve thinks we're done for, but I have to fight it out. I spawned in and immediately realized this battle was going to give me brain damage, because our reinforcements are arriving in the same position and at the exact same time as Karl's reinforcements. Bist du bereit, die Würfel zu werfen? Es spielt keine Rolle, sie sind schon gefallen.
Ich hab ihn gesehen! Wie die Elben schätzt Sauron Weisheit mehr als alles andere. Doch für ihn ist sie etwas Kaltes, Hartes. Er glaubt, Freiheit sei bedeutungslos. Er glaubt, Mittelerde sucht Vollkommenheit in Ordnung. Er glaubt, dass er erreichen wird, was alle vor ihm nicht vermochten. Da sagt sie etwas Wahres. Ich hätte nie gedacht, das je von dir zu hören. Isolated in the Far East. Our goal is to unify Japan, create a formidable army, and destroy the four main undead factions responsible for the apocalypse. Can we utilize the might of the samurai to restore order to this world, or will we become just another body in the army of the dead? There's only one way to find out. But before we go any further, I have to tell you something. 7 months ago, I began a revolutionary initiative to save the homeless population by getting them horny. It's a long story, and you'll be surprised to hear it didn't work. I failed my fellow man because I left them in the unsavory hands of anime women. Yep. Get pregnant! Get pregnant! I mean, who's really behind that camera, Alana? For all we know, it's 3 Discord mods in a trench coat. Point. Oh my god. Oh. React VTubers always catching flag, but in a wholesome way. Like, but tend to react to similar content as I do. Smoke Lana, Alicia X Death, and who else? Regardless of which, occasionally when a video drop, people tend to ask like, do you have a man on the inside? Like, I don't interact with VTubers, I'm sorry. But perhaps I should make a VTuber avatar. That might be boosting the views on the channel. Yeah, I'll have to show off the assets. If you want to do something right, do it yourself. Which is why I partnered with Gamer Subs to take matters into my own hands. Oh, ladies and gentlemen, they made me hot. You may look upon my supple body and think, dear God, science has gone too far. But that's just how committed I am to the cause. Good and my only other Lord. option was to pay an animator to turn me— Oh! Oh yeah, it's all coming together. Well, that's an interesting collab. into a gay rat. So, count yourself lucky. Long story short, for a limited time, we're selling a Reggie Shaker cup for all of your drinking needs. I love mine so much, I physically consumed it. Now, it'll be with
ritual at the siege of the Great Pyramid, where he attempted to defend the castle using 90% cavalry. In case you're not familiar, that's like attempting to perform open-heart surgery with a Ford F-150. It's just not applicable. So obviously, he scaled the walls with riflemen and spent 30 minutes putting football-sized holes in all of his units. Not sure what he was expecting, but getting shot 1,200 times was kind of the high watermark of Manfred's career. Because after that, we just casually conquered the rest of his territory. This was boring, but it gave us a chance to forge alliances with Rapunzel and Volkanovski the Grim, which helped bolster our income to a massive 15,000 gold per turn. And perhaps more importantly, our alliance with the Empire now allows us to recruit actually good artillery. With Manfred decomposing in the sand and several new allies to control the region, we can move on to the second last undead lord, Heinrich Kemmler. Survived the zombie apocalypse, but she actually survived so well that she's invading Heinrich and winning. In fact, she did about half the work for us. So let's capitalize on this opportunity and take the other half of Althmond. Arriving there, we fan out and take a big bite out of that donut. Heinrich Kemmler does not respond well to this surprise rimming, and he attacks us in Cairnfell. I deploy our gun cage in the shallow waters. This slows the enemies down as they charge at us, which gives us more time to shoot them in the face. Additionally, Shingen unlocked the Dark Skies ability, which is a map-wide effect that causes flocks of crows to attack all enemy flying units. This regularly kills bats in order to 30 seconds. The battle started off quite well, with us melting 3 of his commanders right off the bat. However, once his army caught up, things began getting complicated. Defending a 360-degree formation is pretty challenging, especially when your rocket artillery keeps friendly firing your own units. But luckily, the undead leadership has a remarkable proclivity for flying headfirst into projectile oblivion. And when the enemy generals are speedrunning their own death, it's almost impossible to while our 2 main armies were taking care of that, Die Brüder der Verderbnis erwecken ihre Toten. Eile, Eile! Des Todes umgibt uns. Eine Meute von Ghoulen erhebt sich und wütet. So wie sie sich erheben, so sollen sie... Die Brut wütet, die Brut schreit! Talion, wir müssen die Ghoul-Hügel zerstören. Nur dann werden sie nachlassen. Ritual betäubt sie, erzürnt sie, setze ihm ein Ende. Wir können ihm nur ein Ende setzen, wenn wir an diesen Ghoulen vorbeikommen. Wir werden eine Legion von Orks erwecken.
von seiner Verderbnis getrieben. Vergiftet meine Brut mit Energie der Fäulnis. Es liegt an dir, Talia, nicht am Geist. Casualty of this war was my big cannon meme stack. I got a little too cocky in this battle, and they all died. Stakes in my life was when my child asked me why he skipped me doing this surprised me. At which point I had no choice but to abandon them inside a wall. While losing this army was even worse. Fresh reinforcements just arrived from Japan. 14 Tier 5 samurai at a cost of 1,000 gold. If Hitler wasn't doomed before, he definitely is now. So we spread out and violently expunged his presence from Britannia. Also, the dwarves secretly performed an ethnic cleansing against the Wood Elves. Truly, Rome is healing. Vergiftet meine Brut mit Energie der Fäulnis. Unser Werk ist noch nicht getan, Untoter. Sei bereit. Diese Nekromanten werden nicht einhalten, bis alle Toten Mordors erweckt wurden. Eine Armee so stark wie die unsere. Here's your settlement. Good luck defending it. Some people might consider this a form of insulting, but I prefer to think of it as a timely exercise in geographical minimalism. That was a bit of a disaster, but we handled it well. Meanwhile, on the other side of the world, trouble is brewing. South Korea just declared war on us and staged an invasion of northern Japan. With all of our armies in the empire, this is pretty bad. As the Koreans captured more of our territory, I rushed to assemble an army, but all I could come up with was this. 7 Tier 5 samurai against an entire army of Dark Elf degenerates. Truly, we are doomed. Or at least, that's what I thought, before I realized that our spells, but they are completely psychological. Uk-Buk. Flag. Gruk. Gruk. Gruk.
Sie haben es auf Carmen abgesehen. Dann müssen wir ihre Totems vernichten. Findet den großen Baum! Sie verbirgt sich vor unseren Augen! So eine Verschwendung, alles zu verbrennen. Carmen soll ebenso... Diese Magie vergiftet den Wald, sie vergiftet Carmen. Sie auf den Spieß oder in das... Großen Baum gefunden! Alle Fackelträger zur Lichtung! Feuer ist in der Luft, von Flammen verzehrt. Wir müssen zu Carmen zurück, sofort. Brennt alles nieder! Und das Feuer nährt die Flammen! Aber aus dem Nichts! Das Feuer bringt sie zum Schweigen! Wer wird dich jetzt retten, Dämonen? Sonst schlägt ihr euch einfach so die Rübe voran.
vollbracht. Komm, komm, Untoter. Alles ist verbrannt, verzehrt. Der Wald ist gerodet. Sie werden nicht zurückkehren. Verflucht ist Sack von wildem Hunger. Ein Pakt unerfüllt erweckt ihr Tagorath. Tagorath ist nicht mehr. Und das dank dir. Gib Acht auf Land und Luft. Brüder der Verderbnis halten dämmernd Wache. Feuer erwacht aus Eis. Wenn Sorg den Balrog erwecken kann, wird er sein Leibeigener. Und seine Macht wird ihm gehören. Wir müssen ihn stoppen. Du wirst uns nicht begleiten, nicht wahr? Der lange Winter ruft meinen Namen. Doch wie kann... Der Wald von Kanen muss Ruhe finden. Karnen muss ruhen oder wird zu Asche. Der Kreis darf nicht gebrochen werden. Geht jetzt. There's a DC. Kraghorn. Grisha. Kraghorn. Kraghorn.
Drakon. Die Hand, sie brennt so gut. Das Ritual hat begonnen. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Tagerot! Wir rufen dich aus deinem Grab! Erhebe dich und schließ dich uns an! Tagerot lebt! Er lebt! Dummkopf! Du wirst das Ritual nicht stören! Tagerot wird sich erheben! Doch nicht für Sauron! Er dient in meiner Armee! Einer Legion der Toten! Besser als alle Armeen Mordors! Jeder wird sie kommen hören! Denn sie rufen meinen Namen! Sorg! 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 Du ruinierst es! Ich war mein Meisterwerk! Und du zerstörst es! Dafür wirst du sterben, Grabwandler! Du hast den Plan. Sieh nur, wie der du... Soll das überhaupt sein? Das war's? Du hast mich getötet. Doch lass mich dir etwas verraten. Nekromanten sterben niemals. Das war ein linkes Spiel. Oder ein rechtes? Ich glaube, das war's. Dann war Karnens Opfer nicht umsonst. Too fun to not play again. We're on Cold Tower this time with the speedy build.
Überdrüssig. Ash ist auf den Kopf geflogen. Erzähle vor mir! Das war nicht Socks Ende. Er wird sich wieder und wieder erheben. Dann sind wir auch nicht am Ende mit ihm.
Was? Als ich gegen Sauron in den Krieg zog, musste ich meine Häuptlinge folgsam halten. Eine Aufgabe für den Furchtfresser. Selbst meine kühnsten Häuptlinge erschauderten bei seinem Anblick. Wo ist mein Trupp? Der Duft von Furcht hängt in der Luft. Ich glaube, da denkt wer, er sei gruselig. Ushak.
Ich habe Dinge gesehen, von denen du nicht zu träumen wagst. Ich verschlinge die Angst und werde zur Angst selbst. Knie vor mir nieder. Du dienst dem Höllenherrscher. Ja, mein Herr. Der Furchtfresser war mein. Und mit dieser Furcht konnte ich andere Orks beherrschen. Doch auch Furcht kennt ihre Grenzen. Manchmal ist eine subtilere Form der Manipulation angebracht. Maku. Was ist da draußen? Was ist dort? Das ist sicher. Packen wir es an! Durch eure Macht wurde ich neu geboren, Brüder! Seht euch um! Die Orks, die diese Stadt stürmten! Dies ist unsere Armee! Nicht Saurons oder die des Hexenkönigs! Die
Herrschaft dieser Sklaventreiber ist beendet! Denn wir erheben uns! Soks Akolyten waren nicht untätig. Ein Nekromant ist niemals wirklich tot. In der Arena wimmelt es vor toten Uruks, Opfer der Belagerung. Eine angehende Armee. Ich muss etwas töten! Ich dachte, es gäbe mehr Blut.
Das ist alles sehr vertraut. Was denkst du? Wie viele Leben habe ich noch? Du begreifst es jetzt, nicht wahr? Die Toten sind nicht tot. Sie warten nur auf jemanden, der sie anhört. Der ihren Rufen lauscht. Sobald du aus dem Weg bist, werden wir alle wieder auferstehen. Bereit zum Kampf! Wir haben ein gemeinsames...
vom Feuer zu Asche gemacht. Werde zu Asche und kehrt nie mehr zurück. Ich hab's dir doch gesagt. Untote wird Untoten bezwingen. This does nothing for you guys. This does nothing for you. You've lost the game. We're 10% speed now for batteries. And we have extra stacks. And that is going to be it. We've managed to bring that back. GG to those guys. Nice little speed race. To be fair, this is more of like a hybrid build than a speed build. It's a speed build, but it has a few unconscious self-real game, you know. GG's, well played. What is a speed video without the clown? I think the last time, okay, 15% invigoration. I was going to say the last time I played this character, since that I think he's been nerfed, but I don't even know, to be honest. We have 20% move speed. I honestly think I can just catch up. That's insane, dude. Okay. He's just stood there staring at me. Okay, we'll give Ace a chase. Unfortunately, disgusting. So there's no winning the chase, I think. They have changed the invigoration time, thank God. It's about time they've done that. I make that. No, not quite. Well played. This ace is pretty decent. They go big swing. If you don't know, your lunge distance is insanely increased by movement speed. So if you ever watch any of my lunge videos where I do lunge builds, sometimes I have perks like batteries included and machine learning. That's furtive chase, by the way, because it actually increases your lunge a lot. Move speed increases your lunge a hell of a lot. Hold up, this is going to be some insane move speed. It's going to be 30% here. Like, you see how long my lunge is off that? It's ridiculous. But if I'm honest with you, I think the best move speed character in the game is Clown. There's no argument about it. 15% move speed off a bottle, which has no cooldown, by the way, is absolutely insane. So if you do pair him with perks like I have on right now, and the add-ons I have on now, he becomes very scary. You know what? We're going to kick this. I don't have a machine learning yet, so we'll kick this for the lead. We'll kick this for the lead. You know what I mean? You know what I'm saying? Huge amount of speed. Someone is here. Yeah, I knew it. I absolutely knew it. I saw scratch marks. I didn't go anywhere. Had to be the lookout. Furtive chase. Throw that here. Morzu. This ace is staring at me again, but I don't think he knows that I have to. He lit there. There's no way on a weapon was catching up to a sprint button right now. I hate this. Yeah, this is slightly insane. There's 20%. I think I catch this as well. Morzu. Yeah. Morzu.
Zermal dich! Malen! Nicht lebendig fassen! Ein guter Treffer! Das setze dich nicht!
belle nicht, ich beiße dir den Kopf ab. Ich hatte schon sehr auf dich gehofft. Diese Made kommt jeden Augenblick zurück, verfolgt von einem Grauk. Das wird ein Spaß. Für uns. Los, tötet ihn! Ich fragte mich schon, was das Biest so aufbrachte. Muss dich wohl gewittert haben. Du kämpfst für den hellen Herrscher. Ich diene als dein Auserwählter. Wie du befiehlst.
Leute, wir sind umzingelt! Zeit zum Töten! Auf den zu bewegen! Du hast den Tag bluten lassen! Du magst bösartig sein, ja, aber das bin ich auch! Bleib stehen! Heute stirbst du! Stell dich! Klinge gegen Klinge! Ich bin jetzt dein Herr. Ich bin auserwählt! Wie du befiehlst, heller Herrscher! Wir müssen Bruce aufhalten. Du solltest ihn nicht unterschätzen. Ich hab mich mal in den Höhlen verirrt. Ich brauchte Waldläufer, wir müssen schnell handeln. Folg mir! Lass mich raten. Es kann... There's 15% towards a no-coup stack, but I think that might just be enough. Yeah, it's caught me right up to her. Lovely. Watching that build work is always such a good feeling. It's such a fun build. And I need to stop picking people up with the Noch eine Nachricht von Bruce. Genau, und ihr Inhalt wird dir nicht gefallen. Bruce hat ein paar deiner Jungs geschnappt und vergiftet. Er sagt, wenn du dich nicht beeilst, werden sie sterben. Wir müssen ihn aufhalten. Während du dich darum kümmerst, verfolge ich weiter Bruce. Ratback und Grabwandler, was für ein Gespann. Du ignorierst mich, oder? Etwa, weil ich Ratback zuerst gesagt habe? Wie steht's mit Grabwandler und Ratback? Besser? Der Aufbau von Gondors Armee. Vom General bis zum Fußsoldaten. Ein Gebäude, das die Orks zerstören, sobald sie einen Fuß nach Gondor setzen.
Okay, hier ist es. Du machst dein Ding und ich erledige meinen genauso wichtigen und heldenhaften Auftrag. Ich habe dich schon erwartet. Bruce will dich und deine Jungs leiden sehen. Er braucht nicht zweimal fragen. Ich hasse es, wenn ein Nordmensch dich umbringt, um nicht gefangen zu werden. Kirit Ungol, Nan Ungol, was ist denn? Ich sollte mein Training bald wieder fortsetzen. Sie mich nie mit den schwer sein. Holt mich hier raus! Fesselt sein. Befreit! Und ich helfe dir, diese Meute zu zerteilen! Wenn ich einen auf die Folterbank kriege, sage ich immer, du wirst mir fast alles sagen, aber eins für dich. Ich bin bereit, es ihnen heimzuzahlen. Bruce war eine Legende, bevor er dich traf. Niemand hat ihn im Kampf geschlagen. Das hast du ihm genommen. Befreie mich, Herr! Hol mich hier raus! Ich kann helfen! Ich wusste, ihr würdet kommen, Waldläufer! Macht's dir schon Spaß? Bruce wollte, dass ich dich, törichtes Gefolge, unterhalte. Wenn ich... Bruce wird sich Zeit mit dir lassen. Du wirst ewig Gegner zu sein. Gleich da. Der Waldläufer! Die sollen mir... Was für eine Bestie das gewesen sein muss. Und das war wohl kaum der letzte seiner Art. So macht man das richtig. Zerquetschen, zerquetschen! Fallen? Wir haben einen Eindringling! Er ist über
für deine Taten leiden! Wenn, da hab ich mir wohl nur einen. Ich glaube, mir reicht es mit Bruce und seinen Possen. Du weißt, was getan werden muss. Der Tod wird nicht reichen. Statuiere ein Exempel auf, dass er eine Warnung ist für jene, die ihm zu folgen gedenken. Big curve. There's Tinkerer. Am I right? Let's do this. Almost. I can maybe play this. Oh, they went around the side. Play. Hail War. That's unlucky. They sidestepped anyway. This is a good player. Okay. I should have just picked him up. I didn't realize how good this team's going to be. Hey, Adam's here. Just come up and down. Do not want this pallet up Waldläufer, also Grabwandler. Oder lieber heller Herrscher. Wie viele Namen hast du denn? Ach, egal. Ich habe Waldläufer gesehen. Meinen Waldläufer. Bist du dir da sicher? Mit meinen eigenen Augen. Ich wäre ja in die Höhle gegangen und hätte ihn selbst gerettet, aber er wird schwer bewacht. Wenn du ihn gefunden hast, wollte Bruce das so. Das ist noch so eine Falle. Du hältst nicht viel von mir, oder? But the chainsaw is so fast with iridescent engravings. Take this. There's Tinkerer, hold up. Oh, but it's this fucking guy. I don't want to chase this guy. They're really good. I don't know who they are. And I don't want to know who they are. Hey, was ist los mit dir? Du hast eine Armee zu führen und einen Krieg zu gewinnen. Aber du verschwendest deine Zeit mit der Rettung eines hirnlosen Schracktier. Du solltest dich beeilen. Ein paar von meinen Karagur sind seit heute Morgen echt mies drauf. Also hab ich sie freigelassen. Yeah. Sie hungern schon seit Tagen. Du musst Waldläufer retten. Ich bleib hier draußen, falls Bruce zurückkommt. Du musst Waldläufer retten. Oh. Du solltest wissen, dass ich mit dem Trottel nicht gerade sanft umgesprungen bin. Och, was? Eindeutig nicht Waldläufer. Natürlich nicht.
Dachtest du etwa, meine Spielchen mit dir wären vorbei? Nicht mal annähernd! Lauf! Du bist lebend, denn... Das behilft mir. Hat er das gemacht? Bringt ihn aus dem... Ich sah Bruce zurückkommen und dann ist was explodiert. Und dann waren da all diese... Oh, ach so. Das war also eine Falle. Aber keine Sorge, ich habe gesehen, wo er hingegangen ist. Ich spüre ihn auch. Reine Zeitverschwendung. Nicht, wenn Redback Bruce aufspüren kann. Sobald er das schafft, beenden wir es. Wird Zeit, dem ein Ende zu setzen. Statuiere ein Exempel an Bruce. Zeig ganz Mordor, was mit unseren Herausforderern passiert. Du! Dein lächerlicher Pfeil hat bloß eine Narbe hinterlassen. Eine zweite Chance kriegst du nicht. Ihnen fehlt die Anmut und Genauigkeit der Elben. Trotzdem schießen sie beharrlich ihre Pfeile auf uns. Das stört mich nicht, solange sie nicht treffen.
Waldläufer! Ich hab Waldläufer! Und ich hab Bruce! Das kommt mir sehr vertraut vor. Explodiert dieser Waldläufer auch? Nein, diesmal ist sich Redback sicher. Während du in die Falle getappt bist, gut gemacht übrigens, hab ich Bruce aufgespürt. Der hässliche Schrack hat mich nicht entdeckt. Er hat meinen echten Waldläufer. Ich kümmere mich darum. Bleib außer Sichtweite. Ich habe genug von Überraschungen. Klar, bestens. Wir machen's auf deine Art. Kein Rumgetrödel. Bruce rechnet nicht mit uns. Schlagen wir zu. Erst retten wir Waldläufer. Waldläufer ist entbehrlich. Unsere Priorität sollte das Exempel an Bruce sein. Wir werden uns um ihn kümmern. Aber Waldläufer muss in Sicherheit sein. So laut schreien hören. Ich würde auch schreien, wenn Bruce mir sowas antäte. Er ist ein echter Schmerzkünstler. Der Chef ist in letzter Zeit so gut gelaunt. Wahrscheinlich hat er so viel Spaß bei seinen Spielchen mit dem Geld. Und wenn er nicht gerade spielt, foltert er den armseligen Olok. Der Anführer weiß, wie sich's am besten lebt. Alles in Ordnung. Ganz ruhig. 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 Kannst du gehen? Habsnan trupat, Brusslakban, Rackernan. Das heißt dann wohl ja. Ich nehme an, du bist bereit, es zu beenden. Ich bin es auch. Statuieren wir ein Exempel an, Bruce. Ein Exempel, das Mordor nicht vergessen wird. Oh, Subna!
Was zum Henker machst du hier? Und wer hat dir erlaubt, Waldläufer aus dem Käfig zu lassen? Wir beide werden dir eine Lektion erteilen. Das würde ich gern sehen. Diese Fässer kann man besser nutzen. Tötet mich! Bringt es zu Ende! Nein. Waldläufer! Komm her, du großer Narr, du! Ich freue mich auch, dich zu sehen. Pagnak, Jambers nur Saida, Bustan Karikan. Es ist fast, als würde er sprechen. Danke, Waldläufer. Grabwandler.
Nein, danke, heller Herrscher. Wir sind quitt. Ich will die Festung nicht. Ich will die Festung nicht. Ich will die Festung nicht. Ist das Bruce? Du hast ihn gebrochen. Festung nicht. Ich will. Lieber würde ich sterben, als so zu leben. Darum geht es. Komm, Waldläufer. Lass uns verschwinden. Davon bekomme ich Albträume. Du bist grausam, Grabwandler. Jetzt weiß jeder Ork in Mordor, dass es nichts bringt, uns herauszufordern. Ich will die Festung nicht. Ich wollte sie nicht. Perfect. Are we trading for this early? These guys are laying up the foundation. Slowly opening up here as well, even the ones that I didn't set, which in a second we are going to have to go and manage. I'm going to whack that there. Pick it up, we'll do that. It's always a good trap to have now. Takes them away from the again, and if they do gate to trap up that we didn't. We've only done one of them. There's 2 gens popped. I'm fine with that. I might head back over to this guy and see if there you go. That's who we need. This is who we need. I make this perfect. There's 1 stack, remember me. I'm kind of hoping that the Rebecca isn't great. If our obsession isn't the best player in the world, then we're chilling. We can get an easy remember me. Break this. We also need the no way out. We need the no way out stack as well. This is a very bad pallet for her to be at. She dies here 100% of the time. Perfect. 2 stacks remember me. 2 stacks, or 3 stacks of no way out. And that's the last one. Now let her get saved. So, ich hab genug. Haut rein und tschüss. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr fast 11 Stunden dabei wart. Bye bye.